Einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls. Meine werten Dämonikonisten, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Programm. Wir haben ja das letzte Mal Shadows of Doubt erfolgreich beendet, sind erfolgreich mit unserem Charakter in Rente gegangen. Jetzt heißt es nur noch warten, bis irgendwann mal richtig gute, oder was ist bis richtig gute? Ja, bis ein paar Updates gekommen sind. Dann werde ich, denke ich, mal wieder reinschauen. Aber mir wurde ein Key geschenkt, mehr oder weniger. Ich wurde angefragt und ich habe gedacht, ja, komm, okay, ja, warum nicht? Nehme ich es halt mal. Und möchte mich auch nochmal an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken bei Pandoron, der es mir ermöglicht hat, und werden Ermittlungen anstellen. Und zwar in The Shapeshifting Detective. Ich habe nur ganz kurz mal schnell reingeschaut, um mal zu sehen, um was es da ungefähr, ja, was mich das so erwartet. Es ist ein reines FMV-Spiel, also Full Motion Video, Full Motion Video. Man könnte sagen, es ist wie dieses Super Seducer, bloß ohne dieses Super Seducing Zeug, Grütze, was auch immer. Es ist nicht, Quatsch, es ist, wie hieß denn das Spiel, das Velar gespielt hat? Das war Not for Broadcast, genau. Das war ja auch FMV. Oder The Complex zum Beispiel. The Complex habe ich zum Beispiel mal angespielt. Allerdings hat man da keine Pause. Und jetzt bin ich mal gespannt, was bei The Shapeshifting Detective dabei rauskommt. Deswegen starte ich schon mal das Spiel. Falls da irgendwas zu laut sein soll, darum kümmere ich mich gleich. Auf jeden Fall Szenenwechsel 3, 2, 1. Wusch. So, jetzt muss nur noch Bild kommen. Perfekt. The Shapeshifting Detective ist eigentlich auf Englisch. Ich habe es nur eingestellt. Sprache auf Deutsch. Lautstärke, ich glaube, müsste ich ein bisschen runterdrehen. Auf 65. Test. 50. Fullscreen. Ich habe nur geguckt wegen Grafik, Fullscreen, Auflösung, Voice-Overs an, Untertitel an. Dann sollte eigentlich das Ganze passen. Ich bin gespannt, was mich dabei erwartet. Aber bevor wir loslegen, habe ich nämlich etwas ganz Wichtiges vergessen, nämlich ein Notizbuch, weil ich weiß nicht, wie das Spiel sein wird. Und falls ich mir Notizen machen müsste. Ich habe nämlich keine Ahnung, was mich da erwartet. Deswegen, ich bin gleich wieder da. Und Gustav, schönen Sonntag wünsche ich dir, schönes Wochenende. Ich bin gleich wieder da. Hol nur kurz ein Notizbuch und dann legen wir los. Bis gleich. So, wieder da. Kennt ihr das, wenn ihr Notizbuch immer notwendig, mindestens DIN A2 Größe? Oh ja. Eigentlich habe ich ein größeres Notizbuch, jetzt habe ich aber allerdings nur so ein kleines. Ich hoffe, es wird ausreichen. Ich muss erst mal durchgucken, was ich da alles habe. Okay, da habe ich damals irgendwie Codes aufgeschrieben. Um Gottes Willen, das ist noch von vor über 4 Jahren. Um Gottes Willen. Quasi, wo es mit Corona begonnen hat und so. Okay, das erkenne ich sofort. God-Eater-Rezept. Blacklist-Wort. Termin
für den 2021. Himmelhilf, was habe ich denn hier alles voll gekritzelt? Ein Bad Joke Counter, okay. Oh, wow. Okay, naja. Wie geht's dir, Gustav? Ich hoffe, du hattest heute du hattest soweit ein angenehmes Wochenende. Ich werde allerdings heute spätestens... Also ich werde auf alle Fälle gucken, dass ich mindestens 2,5 bis 3 Stunden mache an Programm. Und dann mal gucken, weil ich sollte noch ein bisschen Haushalt machen. Dies und das und Salonier. Naja. Gut. Noch mal kurz was trinken. So. Also ich bin gespannt, was mich da erwartet. Auf jeden Fall, ja. Heute denke ich mal 20 Uhr vielleicht Feierabend. Mal gucken. Vielleicht werde ich auch ein bisschen länger machen. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Vielleicht werde ich auch nur bis zu einer gewissen Uhrzeit dann erstmal eine kleine Streampause einlegen, weil ich weiß nicht, man hat mich schon irgendwie gefragt, ob ich morgen auch dabei wäre, also Sonntag. Ich denke, heute Abend wird es noch 7 Days to Die geben. Mal gucken. Alles gut soweit. Wer noch etwas NMS. Ach, wer hat noch etwas NMS weitermachen? Ah, stimmt. Ah. Stimmt ja, du bist ja bei nahe in der Nähe des Herzens der Galaxie, oder? Dann weiterhin gutes Gelingen dir. So. Neues Spiel und herzlich willkommen zu The Shapeshifting Detective. Ich weiß nur irgendwie, man darf sich nicht als Detective erwischen lassen, wie man sein Äußeres verändert. Nur soweit weiß ich. Ansonsten mal gucken, was mich erwartet. You're listening to Radio August. Dark Nights with Poe and Monroe. It's 5 o'clock and I'm Alice Monroe with your August update. August police are appealing for information following the murder of 21-year-old Dorota Shaw. Miss Shaw's body was discovered last night. Chief DuPont is calling the crime a violent and despicable act. Anyone with information about the murder is urged to get in touch via the department's confidential tip hotline. It's horrible, Poe. Indeed it is. Also, es ist ein Mord passiert. You need to learn when to keep your mouth shut. Mal gucken. Ah, okay. Sam? Keine Ahnung, was das? Löschen wahrscheinlich. Und wer bist du? Also, wir wurden... Es wurde ein Mord passiert. Extrem... gewalttätiger Mord. Und ja, der Körper wurde gefunden von einem Polizisten. Irgendwie... ich habe den Namen leider vergessen. Hätte ich Untertitel gehabt, dann hätte ich sagen können. Aber naja, gut. Wir müssen lernen, den Mund zu halten, aber wer bist du? Exactly. Rewind. Spiel es doch mal, Sam. Hä? Okay. Aber immerhin ein Achievement bekommen. Man muss lernen, den Mund zu halten. You're listening to Radio August. Dark Nights with Poe and Monroe. It's 5 o'clock and I'm Alice Monroe with your August update. August police are appealing for information following the murder of 21-year-old Dorota Shaw. Miss Shaw's body was discovered last night. Chief DuPont is calling the crime a violent and despicable act. Anyone with information about the murder is urged to get in touch via the department's confidential tip hotline.
It's horrible, Poe. Indeed it is. Also nochmal, es war ein Mord passiert. Mal gucken. You need to learn when to keep your mouth shut. Okay, dann Mülleimer für nix sagen? Fragezeichen. You know why you're here, don't you? Ah, okay, damit kann ich also eine Antwort löschen. Du weißt, warum du hier bist, oder? Nein. The dead girl. And this. What exactly were you thinking? You have one job. Don't get caught. Do you think you can do that this time? Löschen oder nicht löschen? Und ich habe noch ein Achievement bekommen. Ja. It's a rhetorical question. You're going to a town called August. Find Chief DuPont. He's gonna think you're someone else. This person. This is who you are now. Understood? Also bin ich Sam jetzt, oder was? Ich würde ja gern sehen, auf was er hindeutet, aber... Splendid. If someone so much as sniffs that you're different, you'll be deprecated. Deprecated. We expect you to use your ability. Just don't get caught. And never, ever change into a child. In brighter news, August resident Mia French is celebrating the return of her missing pooch, Barley. The 8-month-old Basset Hound puppy was found outside Daryl's Chicken and Ribs. And that's 5 o'clock with Poe and Monroe. I'm Violet. Welcome to the guest house. There are some rules. In particular, no shoes in the guest house. The carpets are priceless. Now, how long are you staying for? Solange es dauert. Yes, the chief said it may be a while. I can see you don't mind getting your hands dirty, though. There's not been many visitors of late. Perhaps the murder will bring some tourists in. Besucher? It's just you and some tarot readers at the moment. It's deathly quiet. Der Mord? Yes, the murder. You haven't spoken to the chief yet, have you? Chief? Chief DuPont. He's the one who booked the room for you. You look lost. You should probably go and speak to the chief. Your room is just down the hall, last on the left. It has its own back door. The chief said that's the way you'd like it. Just finishing. Die Zukunft vorhersagen, ich suche noch mein Zimmer. Okay, ich habe wenigstens gedacht, ich könnte ein bisschen selber steuern, aber ja, gut, FMV, ne? Wir sind also, soweit Detective, können uns shapeshiften, also Gestalt wandeln. Und es sind nur ein paar da, die Tarotkarten lesen können. Könnte ich die Zukunft vorhersagen? You don't believe? Eigentlich nicht, nope. That's okay. Sometimes life is just a stream of coincidences. Hi, I'm Bronwyn. Bronwyn, nett dich kennenzulernen. Ich bin Sam. Pleased to meet you, Sam. If you'd like a reading. Sicher.
So, what's your question, Sam? Werde ich gewinnen? Ob du dieses Spiel gewinnst, ist nicht von Bedeutung. Wichtig ist, dass du das gekauft hast. Mhm. Ist klar. Bist du schuldig? Oh. The Page of Cups. It suggests I'm innocent of whatever it is I'm being accused of. I'm going to be seeing a lot more of you, aren't I, Sam? I'm in room 1 and that's down the hall. Lorraine's in 2, Lexi's in 3. And which room are you in, Sam? Letzte Tür links. Good. We're neighbors. Just knock if you need me. Also, cheating husbands and damsels in distress. That's what it took to pay for that alpaca couch she's bleeding out on. I've done a bad thing, and it's only Wednesday. Her name was Vanessa Quinn, and she was an onomat, or so she said. I'm not sure I believe they exist. Even now, if she was an onomat, she wasn't anymore. She told me to shoot her, so I did. Onomats are supposed to have that power. They tell you to do something, and then you can't resist. Except I think I shot her because I wanted to. It's a long story. Bang, bang, bang. The office door shook with the knocking from outside. What a time for company. Had I been set up? I'd shot Vanessa, and now I was literally holding a smoking gun about to get caught. Wait a minute, I called towards the door. Think, think. Quickly pulling out the desk drawers, I searched for some kind of solution. A pretzel, a postcard, a pair of pickle-shaped cufflinks. And there it is, in the bottom drawer, the patchwork so, ich quilt, habe jetzt all mal sent gerade me kurz over auf 2 meinen Ohr Christmases leiser ago. gemacht. Was never gonna see any other Das kind ist of anscheinend action, so I hier threw eine over Endlosschleife Vanessa's mit body einer and opened the door. Radioaussendung. It's almost too late before I realized I'm still loading the gun. Wenn das jetzt allerdings so ein Quickly Spiel stuff it down the ist, back of my du hast nur pants. diese eine Handlung und musst ein paar Entscheidungen Officer Peters treffen, looks me up and down. dann, She saw too, but not as hard as the ja, gun in the back of my gut. pants. Na, willkommen, Blacks, ne? Yes, officer. We've had a report of Naja, gunshots Radio coming einstellen. from this building. Didn't hear a thing, I tell her, smiling sheepishly. Mind if I take a look around? Oh, not at all, I say, Wobei, letting her naja, through. wir A gehen. tour of the office takes about 5 seconds. Geh in dein Zimmer. So. Raum Nummer 4 ist unseres, also. Raum Nummer 3 war ja die Tarotkartenleserin, glaube ich. Die 2, keine Ahnung. Das ging viel zu schnell, also so schnell kam ich gar nicht hinterher. Auf jeden Fall, das ist mein Raum. Hat auf jeden Fall einen zweiten Ausgang. Damit ich wahrscheinlich meine Gestalt wechseln kann. Und dann über die Hintertür raus. Gehe, wandeln gesperrt. Ja, ich wusste es. Ich kann dann quasi hier in meinem Raum die Gestalt wandeln. Also sprich zu jemand anderen werden. Wahrscheinlich habe ich dann Erinnerungen auf habe ich Zugriff auf die Erinnerungen der Person, in der ich mich wandle. Quasi ähnlich wie bei Witcher 3 in Doppler. Na, mal gucken. I'm really not supposed to say this, but the chief thinks there's an onomat on the Und wir list. sollen ja noch mit dem Chief reden, deswegen rufe ein Taxi. Well, if I hear Besuche something, I'll Chief. let you Good, you got my message. Chief Inspector DuPont. I wasn't sure you'd come, but I suppose you're between jobs? Sam. Well, we both know that's not true. But I like it. Sam. That's your cover now. So, the job. Dorota Shaw. 21, accomplished cellist, redhead. Strangled. I know who did it, but I need proof. It's the tarot readers. Dorota Shaw? Yes. Keep up, Sam. That's the girl who was murdered. Ja, ich brauche ja auch... Hallo. Ich brauche ja auch Hinweise. Okay, Dorota. So. Shaw, 21 Jahre alt. Wurde erwürgt. Ich schreibe es mir mal lieber auf. Tarotkarten. Verdächtige Tarotkartenleser. So. Warum die Tarotkartenleser? Because they predicted it.
The older one, Bronwyn, she came into my office last night talking all crazy and saying Dorota was in trouble. I did my best not to lock her up. Verrückt. It all sounded crazy to me. Tarot, the spirit world, cards that move, trans-dimensional thingamajigs. To be honest, I thought she'd probably been smoking something. And that's why I didn't take it seriously. Warum ist sie nicht im Gefängnis? Because things. I don't have enough on her. That's where you come in. The free guest house stay isn't free. I need you to work the case and report back to me. Find out things from the inside. Can you do it? Ich versuche es. Okay. I'll be telling everyone that you've been hired by the Shaws because obviously local law enforcement is either too incompetent or too overworked to solve anything. That gives you a license to talk to people, but only notionally. Don't actually touch people or annoy them. You don't have any real authority, understand? But you help me out, I'll help you. Okay, ich sehe gerade, ich muss vielleicht mal die Webcam umstellen. Vielleicht nach oben links. Ein klein wenig kleiner machen. So. Wo ist mein Abzeichen und Waffe? Hilf mir. Wo ist mein Abzeichen und meine Waffe? You don't get that. There's no badge and gun, just a hope and a promise. Come and find me when you're settled. This is Second Chance Sunday for you, Sam. Don't blow it. Okay, hast du ein Alibi? Wo wurde... Ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal alles durchfragen. Okay, erzähl mir von Dorota. What do you want to know? She was a cellist, selected for a scholarship at Juilliard. It was in the local paper. I'm more of a Bon Jovi fan myself. Okay, Cellistin. Quatscht viel zu schnell und ich krieg nichts mit. Wann wurde sie ermordet? Don't read the paper, do you? Yesterday, Monday the 9th at approximately 9 p.m. according. We got a call from the mother just after 10 p.m. Wir können sogar hier die Nachricht löschen. Tod circa 9 Uhr, Montag, der 9. Wo wurde Dorota ermordet? In her bedroom. She was naked. Strangled. No signs of sexual activity of any kind. It was a weird scene to look at. There was one thing, but it's strictly between you and me. Dorota had a gold coin in her mouth. I'm being serious now, Sam. Not a word of this. It's the one thing only the killer would know. Was kannst du mir über Violet erzählen? Born here, runs the local guest house. Lovely lady. Where are you going with this, Sam? What's she told you? Nichts. She told you she's taking pills, didn't she? Let me handle Violet. She didn't kill anyone. Was wissen wir? Not much. Perhaps you should do some investigating? Hast du ein Alibi für gestern Nacht? Do I have an alibi for last night? Do I? Okay. I was here, and there are video monitors that will prove it. Thanks for ruling me out, genius. Okay, gehen You wir. are. In 2 months, Pen grew thinner than she'd ever been. Thinner and harder. Ab zur There were no Pension more wieder. soft little rolls of fat to make her tender. Just Besuche thin Violet, skin and Braun, hard Rain, bones. Lexi. And then, Ah ja, das sind ja die 4. Eine der Tarotkartenleserin sollte es angeblich sein, aber na, mal gucken. Wir besuchen erstmal I Violet. assume you've been to see Chief DuPont already. Kanzet. Aha, Kantest. Da ist ein kleiner Rechtschreibfehler. Kanntest du Dorota? Not really. I'm sure she was a precious lamb, though. Dorota war ein kostbares Lamm? Yes, a lamb. Young. Innocent. Lambs get slaughtered, though, don't they? Also war Dorota nett. Vor allem, ich glaube, sie ist ein bisschen hippelig und nervös.
Also war Dorota nett. Nice, yes, that's a good description. Actually, I thought she was a bit slutty, to be honest. Dorota war nuttig? Sorry. I'm gossiping. Ask her boyfriend. Wo finde ich ihren Freund? Oscar lives at the vicarage next to the church. Don't tell him I sent you, though. I'm sure he's sick of seeing people already. Wo sind die anderen Gäste? They're tarot readers. I'm thinking of asking them to leave, actually. Warum möchtest du, dass sie gehen? Boah, die deutsche Übersetzung, ne? Wow. Sag nicht, dass sie gehen sollen. Demands already? I'm only thinking of doing it. Was machtest du gestern Nacht? It's the strangest thing. I honestly don't remember. But I imagine I was here or getting groceries somewhere. Warst du je in Dorotas Haus? I've driven by it. Never actually been in it. Das frage ich mal lieber nicht. Ich gehe erstmal. Paleontology, linguistics, and exobiology. Also Violet benimmt sich ein klein wenig merkwürdig. Gut, vielleicht sind es auch die Tabletten, dass sie so ein bisschen so rumzappelt. Brown dann nochmal. Sam, is it? I'm sensing you're not here for a reading. Wie kann man einen Mord vorher... Nee, ich habe ein paar Fragen über den Mord. Chief Dupont thinks I did it. I'm hoping you'll convince him otherwise. Wie gut kanntest du sie? I didn't. We've only been here 2 days. I understand it's suspicious me being a stranger in town, but it's the truth. Ich lösche mal die Frage. There's a lot more at stake here than you know, Sam. Wie was? Well, if I told you that, you'd have nothing to do. Wie kann man einen Mord vorhersagen? We saw it in the cards, not images. Feelings, impressions. Tarot can be very powerful. Okay, das ist eine blöde Frage. Kannst du dich fragen, wer der Mörder ist? Tarot kann verraten, glaube ich, auch sowas nicht. Nicht wundern, manchmal ist das Bild irgendwie ein bisschen abgehackt. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es liegt definitiv nicht an mir. Beziehungsweise nicht an der Internetverbindung. Ich glaube, das liegt irgendwie daran, dass... naja, ich lösche mal die Frage. You don't believe. That's okay. Wo warst du gestern um 21 Uhr? Okay, weiß... Ja, der Mord geschah um 9. Ja, 21 Uhr, ja, ganz toll. Ja, sowas hasse ich. 21 Uhr, ja gut, macht aber Sinn, weil die Mutter hat um 22 Uhr angerufen. Wo warst du gestern um 21 Uhr? In my room, reading. I found a trashy romance novel under the bed. I'm assuming it's Violet's. It's all swooning heroines and brooding vampire Casanovas. Thank God Lexi saved me. Dich gerettet? She came to my room to chat for a little while. That was around 9, I think. You can ask her. Sag mal, was ist das für eine verfluchte Übersetzung? Du denkst, Violet ist schlampig? Also, ja, okay, ja, schlampig wegen dem Buch. I said the book was trashy. Look at this place. If her guest house is anything to go by, Violet's the opposite of trashy. Okay, gehen wir. Using the feeble apparatus. When no alternative Gut, dann presents besuchen itself. wir Lexi. Hi, Sam, is it? Come on in, make yourself at home. Mi casa es su casa. Come on. Ah, Italiano. Wie gut kennst du Brownman? She's like my big sister, so pretty well.
Glaubst du, sie brachte Dorota um? Nein, das frage ich mal nicht. You know the chief's got it all wrong. Ron could never hurt anyone. But I'm sure a smart detective like you can help prove she's innocent. Das funktioniert bei mir nicht. Es zählen Fakten, Wahrheiten etc. Ah, that's mean. She didn't do it anyway. Chief DuPont's crazy. Kanntest du Dorota? I don't know anyone in this town, except for Bronwyn and Rain, obviously, and Violet, and the Chief, and now you. Sorry, I'm a bit nervous. Woher wusstest du, dass sie sterben wird? Good old-fashioned fortune-telling. Well, kind of. We drew a card each and smushed them all together. Do you know what... Der Teufel? Nah, the devil's cool. The tarot one, I mean, not the actual one. I'm not a devil worshipper. Also, was ist die gefährlichste Tarotkarte? The Five of Swords. I think so anyway. There's nothing more dangerous than someone taking whatever they want, no matter the cost. Du zogst die 5 der Schwerter für Dorota? Yeah, I did. Rain got the Knight of Wands, that's Dorota, and Bronwyn got the Ten of Swords, which is, well, you know. Swords in general are bad. Was hast du gestern Nacht getan? I was in my room all night with Bronwyn. We were painting our nails. Kann ich deine Nägel sehen? No, I mean, yeah. I've already cleaned it off. Also irgendwie decken sie sich alle gegenseitig. Weil eigentlich, das gab es halt nicht als Auswahl, weil ich wollte nachfragen, was das Nachfragen? Eigentlich dachte ich eher daran, sie zu fragen wegen dem Buch oder sonst was. Weil angeblich hat Bronwyn, von ihrem Vampir-Klatschroman oder irgendwas abgehalten. Oder gerettet. Warum kamst du nach August? The cards told us to. Well, the cards of Rain. Tarot gives us a rough direction and he narrows it down with some astrological jiggery pokery. He's basically a walking esoteric library. And if that sounds dull, let me reassure you, it is. Du machst, was die Karten dir sagen? No? Well, yeah. Well, no. We have a job to do. Eine Aufgabe? I didn't say job. I said job. Einen Job. Okay. We make a cheese obelisk, a chob, and depending on the shape of that chob, we get different answers to questions. Ich weiß, dass du lügst. No, you don't. Closer. Dimitri started yelling up the shaft. Pull me up! Get me out of Gehen wir nochmal zu Bronwyn. Können Sie nicht befragen wegen den Nägeln? Ey, Junge, was soll denn das? He tried climbing up the rope in a panic. Besuchen wir Rain. You must be a new guest. Or you're burglaring us. I'm Rain, by the way. Ich bin Sam. Pleased to meet you, Sam. Enjoy your stay. The hot water goes off at 9, by the way. So it's cold showers from there on in. It really bugs me. Was weißt du über Dorota? I didn't know her. I know she was called... She was young, had red hair, a talented musician. Na, da gab's schon wieder kleine Hänger. Hast du irgendeine Verbindung zu Dorota? No, not at all. You're completely barking up the wrong tree there. Ich lösche das mal raus. Sam, I don't have a motive for killing Dorota. I'd have to be possessed to murder anything. Do you believe in possession, Sam? Besessenheit. Kommt drauf an, wie man...
Okay, er ist ein Gläubiger. Ich wollte nämlich gerade sagen, kommt drauf an, wie man Besessenheit, ob jetzt von einem Geist besessen oder irgendwie, oder ob man für etwas besessen ist. Vielleicht. Just keep an eye out for anyone acting suspiciously. Although today almost everyone seems to be acting suspiciously. Wie hast du den Mord vorausgesehen? We did a reading. A group reading, actually. With a special tarot deck. Was ist eine Gruppensitzung? The three of us get together and read the same cards. Bronwyn says it makes the whole thing stronger or more powerful or something. But I'm pretty sure I'd get the same answers just on my own. Erzähl mir mehr von diesem speziellen Tarot-Deck. Mercury? It's not exactly from here. With a normal tarot deck, you'd have the question, so you'd be the querent. With Mercury, it gives you the question and the answer. The cards themselves kind of change. It's a special deck. Kann ich die Mercury Tarot sehen? I don't have it at the moment. Bronwyn has it. Was machtest du gestern Nacht? I was in my room. Praying, actually. I don't believe in God, but I was still praying. It didn't work. In was glaubst du? Boah, hey, diese deutsche Übersetzung. Sorry, aber... nee. Also da hat man sich ein bisschen besser Mühe geben können. I don't believe in anything. But I also believe anything is possible. It's a conundrum. Okay, gehen wir mal. Fear slowly starts to take hold of Dimitri. Brownwyn, gib mir mal die Tarotkarten. Kann ich das Mercury Tarot sehen? Mercury? Sure. I'll just get it. It feels a bit sacrilegious just spreading it out to show you. It doesn't really answer questions, it more asks them. Do you want it to ask you a question, Sam? Natürlich. It wants to know if you're happy being the person you are now. Nicht wirklich. Mercury agrees with you. It's nice that you're being honest with me and with yourself. Grew more incessant, Okay, das war ja auch mal ein Reinfall. Until he understood the meanings of their words. Radio einstellen, okay. This is how you die. Dimitri tried to scream, but there was no... Find somewhere safe to transition. You're not a superhero. Okay, ich kann mich jetzt... okay, ich kann mich jetzt also hier in den Detective... Aber ich muss mich wahrscheinlich auch dann so benehmen. Kann das sein? Inside the hole. Had he been dreaming? As he... Ich glaube, ich frage sie mal danach. Jetzt hat es schon wieder so komische Hänger. Also ich weiß nicht, was da los ist. Chief Dupont sagt, du nimmst Tabletten. Für was? I take clozapine. I think they're for anxiety. I'm a very anxious person. Ich lösche die Frage. I have something that might interest Dr. Yutani. Weil ich glaube, sie hat ein bisschen was zu verbergen, die gute Violet. Irgendwas verheimlicht sie. Wobei, rufe ein Taxi. It's 6 o'clock and you're listening to Radio August. Police investigating the murder of Dorota Shaw are appealing to the community to help catch her killer. The body of 21-year-old Miss Shaw, an accomplished cellist, was found in her home last night. Police are describing the murder as a violent and despicable act. Monroe. It's just terrible. Meanwhile, out of respect for the victim and her family, this weekend's Tulip Festival has been postponed. New dates will be announced shortly, so do stay tuned to Radio August for updates. I heard Dorota Shaw was due to play this weekend. At the Tulip Festival? Indeed. I understand why they'd want to postpone it.
Tonight the weather will be mostly dry and warm, but be on the lookout for dark clouds on the horizon, as there may be scattered showers. Best take an umbrella, Monroe, so you don't get wet. I like getting wet. That's 6 o'clock with Poe and Monroe. Gut, okay, wir können jetzt schon ins nächste Kapitel, aber nee, stelle weitere Untersuchungen What an. exactly the future? Dr. Whitfield asked. He sounded Okay, incredulous. besuchen wir wieder die Pension. Dimitri's Verdammt, ich shoulders dachte, wir slumped as his könnten... gaze dropped to the floor. Yes, I think so. Auf jeden Fall, ich habe die There was a erste long Stunde schon mal silence. überlebt. Dann würde ich sagen, wandeln wir uns mal um in Violet. Hello, I'm Violet. I'm Violet. Zu Sam zurückkehren. Okay, ich kann... Jetzt bin ich Violet. Alone. The other scientists quietly glanced at each other. Okay, gut, ich kann schon mal nicht Violet besuchen, zum Glück. I'm sure. You don't trust me, do you, Violet? Is it because I read tarot? Why don't you let me pull a card for you? No, thank you. Okay. Okay. Did you sleep well last night? Ah, okay, cool, das wird sogar vertont. Yes, thank you. I didn't see you yesterday evening. I stayed in my room. You can ask Lexi. That reminds me, I think I found a book of yours. It's called He Came Through the Shadows. What makes you think it's mine? Your name's written on the inside cover. Couldn't wait to go back home. Okay. Later that night, Dimitri awoke. to a Lexi. Hello, Violet. Is everything okay? Ignore the mess. I was just going to tidy it up. Did you have a Great, thanks. The room's really lovely. But you weren't in this room, were you? Oh no. Was I sleepwalking again? I haven't done that since... for ages. I didn't come into your room, did I? No. Oh, thank God. I'll try not to let it happen again. Schlafwandeln? Very interesting. What do you think? Wow, ich krieg aber auch sonst nichts raus aus den Leuten. Mrs. Gallagher, an unexpected pleasure. How long are you planning to be here? Also ich werde jetzt diesmal nichts sagen, also von wegen nochmal vorlesen. In town? I really don't know. Until the tarot tells us to leave. Or you kick us out, obviously. How did you know Dorota was going to die? Why do you think the police suspect Bronwyn? Now that's a very good question. Logically speaking, you'd assume all three of us were in on it. Or none of us. This can string these things together. Well, Achso, okay, nee, ich kann nur meine Gestalt wandeln, aber ich habe jetzt keinen Zugriff auf there are Erinnerung different oder elements irgendwie. here that I'd like to discuss. Okay, dann... wandle ich mich mal Hi, I'm Lexi. I'm Lexi. in Lexi um. Not that you would know Poe, obviously. Or maybe you do. I hardly ever. Brownman. Ja, jetzt kann ich dann... Okay, gut. What's up, Lexi? I'm sensing something's on your mind. I'm worried about our alibi. Don't worry about that. We don't have anything to hide. I'm more worried about Ray. Since when did he start praying? You think he's lying? Of course not. This is Rain we're talking about. I was just saying it's odd, that's all. Maybe he's found God? And I also think that you are worried that if you stop doing everything that you do... Hello, Lexi. What can I do for you? Please don't ask us to leave. Have you been speaking to Sam? You're safe for the minute. That sounds ominous. Ich lösche das mal raus. I can use the money, to be honest. The police want alibis from everyone for last night.
Well, I don't have one. I literally can't remember what I was doing. Eric, you need to take a step back. Okay, nehmen wir mal an, Violet hat Schizophrenie, dann... Thank you for your dreams. Something's weird, isn't it? Ron seems strange today. How are you? Do you think Dorota was planning on marrying Oscar? What makes you say that? Well, nothing. It's just something I thought I saw. It doesn't matter. And then it's wearing a hat. And it's made of stone. Okay, gehen wir mal ins Zimmer. Ich kann sogar... Okay, weil... Lustig wäre es eigentlich, wenn ich jetzt hier mich in jemanden hier verwandle und zum Chief gehe. Das möchte ich mal noch ausprobieren, auf alle Fälle. Hello, I'm Violet. I'm Violet. So. Now that's a thought. But, you know, I just thought it looked nice. Rufe ein Taxi, besuche Chief. What's going on, Violet? Is everything okay? Yes, No, I'm not okay. What's the matter? The new detective's acting... I think I might be the killer. Ich fühle mich I nicht don't sicher. feel safe. Der The neue... new detective's acting strangely. That's to be expected. I told Sam to do whatever it takes to get the job done. Maybe strange is one of those things. Off you go. I'm being subtle. I don't want to see you back here, okay? You got anything to report, give me a call. Any problems, talk to Danny. Danny, remember? Danny? I remember. Danny, verdammt. Ich könnte fragen und auf die Schizophrenie schieben. Ich hoffe, das geht. We just talked about this. I said I'd post somebody this morning, and I did. Then I told you it was Danny. Take the pills, Violet. Take the pills. A willingness or wish to reconnect with her family. But it's just not possible for Robin because Dann noch Rain. Hello, I'm Rain. I'm Rain. as they wanted to, as the family had wanted to. Erstmal Violet besuchen, die nicht da ist. That the situation is related to... Have you met the new detective yet? We're basically under 24-hour surveillance now. Do you think Sam's onto us? Onto what exactly? The real reason we're here. The real reason we're here. What we did last night. As far as Sam's concerned, me and Lexi were together and you were praying. It's half true at least. Painful situation that's happened in Ich your wollte es jetzt past. auch nicht zu offensichtlich machen, irgendwie wegen dem Mord. Rain, I'm so worried about Bronwyn. What are we going to do? Why are you worried about Bronwyn? The chief thinks she killed Dorota. Maybe she did kill Dorota. That's not even funny, Rain. Bronwyn's the least murdery person we know. Okay, let's say she did do it. What possible reason could she have for killing Dorota? Psychopathic tendencies? Crime of passion? Psychopathic tendencies? Puh. Maybe Bronwyn and Dorota were secretly lovers, and Bronwyn found out that Dorota was seeing someone else and killed her in a jealous fit of rage. Or maybe that's just another one of your twisted late night fantasies, in which case, leave me out of it. With her dream, and she said that I was a caterpillar, slowly nibbling on a pair of purple curtains. Rain, I'm busy. You gonna turn yourself in? Yeah. No. Then you're wasting my time. I'm still a caterpillar. Now, Okay. Poe, what do you think that dream could mean? Very interesting.
So, she is a kid. Erstmal ins Zimmer. Violet, Brown. Dann besuche ich mit jedem Mal davon Chief, also Lexi, Rain. Anscheinend sollte er sich angeblich stellen, aber... To change, but somehow goes back to her old ways. What is it, Miss Taylor? Ah. Why did you hire Sam? I didn't hire Sam, the Shaw family did. No, they didn't. Why did you hire Sam? No, they didn't. Tarot cards tell you that. Listen, Sam gets results. Nobody knows how, but the results are got. I want the killer found as quickly as possible. You got a problem with that? Who would want to kill Dorota? You doing your own investigation? Great! Let me know when you find out. Bronwyn thinks you've got it in for her. I go after bad guys. If she's a bad guy, then I've got it in for her. Why weren't the police protecting Dorota? In hindsight, that does look like a good idea, doesn't it? We didn't believe you. Don't. Dorota's boyfriend seems sweet. Have you met him? Yes. No? Nur vom Hörensagen. Still sticking with that, huh? Are Dorota's family safe? Why? What are you gonna do? Nothing, just checking. I've got my eye on you, Lexi Taylor. Lexi. Rain, are they even your real... Yeah. Ancient Chinese. Seated and howling. Okay. Oh. It's called the Screaming Muck. Umwandeln. Dann besuchen wir mit ihr noch. I'm Bronwyn. Bronwyn. Chief. Mit Bronwyn. Chief. This caused the pain you see on his face. These tattoos are Miss Castle. I'm surprised to see you here. I didn't kill Dorota. You're a prime suspect. And your alibi is that you were in the guest house with another prime suspect at the time. It doesn't look good for you. Have you got a problem with me? Everyone has a problem with you, Bronwyn. I can arrest you for something right now. How does perverting the course of justice sound? Kinky. Yeah. Perverting the course of justice. Check out, there's a huge queue. Okay. Now when she gets to the cashier, she realizes she's left Dann mache ich her noch money einen at auf home. Bad Cop. And then the cashier... So. Hi, Hi, I'm Chief DuPont. Ich hoffe, dass die 4 mir jetzt sagen, was los ist. Ja. Hello, I'm Violet. Ja. Violet. Also manchmal diese Aussetzer. Hi, I'm Chief DuPont. Ja, wissen wir. Gut, You've mal interpreted gucken. so many dreams. Who knows whether you've made the right decision or not, Claude? How's Bronwyn been? What were you doing? Claude, we've been through this. I honestly don't remember. I checked my diary and there's no entry, so I was probably here, as always. How can you not remember, Violet? I don't know. Which is exactly what I said in my statement. Don't try and get me to contradict myself. How's Bronwyn been? Overly nice. She's covering her tracks well if she has anything to hide. What was it I asked you to do again? You just told me to report back to you if I noticed anything suspicious. Good grief, Claude. You're a bit young to be losing your marbles already. Perhaps, Gabby, you might always be giving more to... Chief DuPont. What a pleasant surprise. I think we've covered just about everything twice over, but if you think I'm hiding something... Who are you really, Bronwyn Castle? Does it bother you, Chief DuPont, knowing there are things in this world that aren't black and white? You don't know what to file me under, and that makes you uncomfortable.
Or perhaps you've already made up your mind about me. Why don't you tell me who you think I am? You're a con artist. I haven't asked anyone for a penny. And I hope she takes some. Vielleicht hätte ich Mörderin nehmen sollen. Good evening, Chief Dupont. Dorota's family, what does the tarot say about them? I can do a reading if you want. Yes. It's the Five of Cups. It talks about loss and dealing with that loss. I don't think you need a tarot reader to interpret that one. Bronwyn. Not since I've met her. She's a lawful good type character. If you play D&D. Lexi ever been in trouble with the police? Have you ever been in trouble with the police? Eher. Also Rain. I've never been convicted, no. Been charged with anything? Ich lösche mal. Na, wobei. My mind's gone blank. Combined with the Vielleicht hätte ich die Antwort gravity, doch löschen a sollen. lack of sunlight. Zu Sam zurückkehren. Mich wieder in Sam verwandeln. Carcass of a man, So. more akin to a ghost than Ruf any ein living Taxi. being. Nochmal den Chief besuchen. It is, and that's where it's staying. You don't need to see it, Sam. Violet can get confused at times. Just keep doing what you're doing and we'll get along. Pains me to think that I was even on the list, but I'm ruled out because we have video footage of me in the station at the time of the murder. Rain says he was praying in his room, alone. Nobody corroborates. Bronwyn and Lexi say they were in the same room last night. Shame they can't agree which one. The tarot readers have mentioned a job. We don't know what. Violet says she doesn't remember last night, and you found out she's taking pills. Perhaps they're related. That's it. He was joined in the elevator by the other 3 members of his scientific team. Dr. Ian Remington, Fragen wir mal nochmal alle als Sam durch. Vielleicht, okay, gibt's was all Neues? experts in their fields. Das Radio schalte ich jetzt mal aus. So. Auch nichts Neues. Dass ich da nicht irgendwie fragen kann. Nee. Wenn das jetzt aber so ein Spiel ist, das nur eine einzige Handlung hat, dann, Ich habe hiermit alle befragt. Ich habe mit Violet alle befragt. Ich habe hier mit Bronwyn alle befragt. Mit Rain und mit Lexi. Das heißt, wir können ins nächste Kapitel, denke ich mal. Ich muss mal gerade gucken. Du hast die erste Stunde geschafft. Spiele mich stündlich. Starker, ruhiger Typ. Du löscht eine Frage. Spiele es erneut, Sam. Du musst lernen, wann du den Mund halten sollst. Okay. So, gut. Dann auf ins nächste Kapitel, Fragezeichen. It's 6 o'clock and you're listening to Radio August. Police investigating the murder of Dorota Shaw. I've helped catch her killer. The body of 21-year-old Miss Shaw, an accomplished cellist, was found in her home last night. Police are describing the murder as a violent and despicable act. Monroe. It's just terrible. Meanwhile, out of respect for the victim and her family, this weekend's Tulip Festival has been postponed. New dates will be announced shortly, so do stay tuned to Radio August for updates. I heard Dorota Shaw was due to play this weekend. At the Tulip Festival? Indeed. I understand why they'd want to postpone it. Tonight the weather will be mostly dry and warm, but be on the lookout for dark clouds on the horizon, as there may be scattered showers. Best take an umbrella, Monroe, so you don't get wet. I like getting wet. That's 6 o'clock with Poe and Monroe.
Stelle weitere Untersuchungen unter nächstes Kapitel. Stelle weitere Untersuchungen an. Ach so, sag bloß... Ach, wir haben doch nicht... Ich dachte... Jetzt muss ich gerade... Wer war's? War's Rain? Bei dem Violet nicht da war. Hello, I'm Rain. Ja. Hier fehlt nämlich Violet. Als Rain. Und keine Ahnung. Vielleicht haut sie vor Rain ab. Violet. Gut, dann nächstes Kapitel. It's 6 o'clock and you're listening to Ja. Okay, ich kann das nicht überspringen. Warte mal, Einstellungen? Achso, nee, okay. Radio August. Police investigating the murder of Dorota Shaw are appealing to the community to help catch her killer. The body of 21-year-old Miss Shaw, an accomplished cellist, was found in her home last night. Police are describing the murder as a violent and despicable act. Monroe. It's just terrible. Meanwhile, out of respect for the victim and her family, this weekend's Tulip Festival has been postponed. New dates will be announced shortly, so do stay tuned to Radio August for updates. I heard Dorota Shaw was due to play this weekend. At the Tulip Festival? Indeed. I understand why they'd want to postpone it. Tonight the weather will be mostly dry and warm, but be on the lookout for dark clouds on the horizon, as there may be scattered showers. Best take an umbrella, Monroe, so you don't get wet. I like getting wet. That's 6 o'clock with Poe and Monroe. Okay. Dann nächstes Kapitel. Besuche Oscar. Ach, jetzt können wir Oscar besuchen. Okay, Moment. Ist das jetzt ein neuer Tag? Neue Uhrzeit oder? Ja. Warum würde jemand Dorota töten? Okay, neue Fragen. Warum würde jemand Dorota töten? She flaunts herself. Her body. Had boudoir photographs taken. Who do you think those photos were for, Sam? Her mother. Klingt so, als wüsstest du viel über Dorota. Not really, just gossip. Apparently she went to have some portrait photos done and started stripping off. Weston's photographic. Zach Weston. He'll get himself into trouble one of these days. Warum Probleme? If you keep taking pictures of pretty girls in their underwear, somebody's going to get upset. Erzähl mir von Zach Weston. Zach's the local photographer. You should go and talk to him, Sam. You're good at talking. Weißt du, wo er ist? At Weston's photographic? Off the high road? It's late, but he's always there. Sollte ich wissen, wo das ist? Sorry, Sam. I forgot you've only been here an hour or so. You've come and gone so much already, it feels like you've been here much longer. Wow, wie frech von ihr. Denkst du, Oscar tötete Dorota? Vicar's son? No, as far as I can tell, Oscar is a good boy. But we've all got different faces now, haven't we, Sam? Verschiedene Gesichter? The masks we wear. I could be a satanic cultist behind closed doors, but you'd never know. Would you, Sam? Dann Bronwyn. Gibt's was Neues? Wusstest du, dass du... Na.
So, wusstest du, dass Dorota einen Freund hatte? Yes, he came to see me. He wanted to know that she was okay, spiritually speaking. Erzählte er dir etwas über Dorota? He confided in me quite a bit, actually. He seemed to appreciate having someone to talk to, and he knew I couldn't tell anyone what he said. Die Frage lösche ich raus. You should talk to him yourself. He's a lovely lad. Oh, das werde ich aber in deinem Körper. Wait, das klingt falsch. Ich werde mich auf alle Fälle in Bronwyn verwandeln, mit Oscar reden, dann kriegen wir auf alle Fälle Informationen. Hoffentlich. Lexi sagt, sie war letzte Nacht in ihrem Raum, nicht in deinem. Oh, she gets easily confused. Youth of today. Bronwyn, sag mir die Wahrheit. Fine. Jeeve Dupont was breathing down our necks, so we thought it would be simpler if we stuck together. If these walls weren't separating our rooms, then technically it'd be true. Warum hast du wegen deinem Alibi gelogen? To protect Lexi. None of this is her fault, and she gets anxious easily. I was just trying to take the pressure off. I'm sorry, Sam. I never usually lie. Was machtest du in seinem Raum oder in ihrem Raum? I was logged into Tarotism. It's a phone reading service, and I get paid by the minute. Which, now that I'm saying it, it's not something I really should be bragging about. Himmel, Herrgott, das Spiel. Gut. Besuchen wir Lexi. Hi Sam, back from war already? Hell yeah. Wusstest du, dass Dorota einen Freund hatte? No, I think Bronwyn met him though. Wann? This morning. He only wanted to see her. I guess he didn't want anyone else to hear what he had to say. Warum hast du wegen deinem Alibi gelogen? I didn't. How did you find out? Am I in trouble? Kommt darauf an, warum du gelogen hast. Ron was worried about me not having an alibi. She was logged in doing phone readings, so she's alright. But there's nothing to prove that I was here. I was though, cross my heart and hope to die. Junge. Besuche Rain. Sam, what can I do for you? Wie bekommst du Dorotas Name vom Tarot? We didn't. Lexi used a Ouija board to get the name. Puh, ein Ouija-Brett? It's Lexi's thing. I don't personally go near them, but in this case, it did help. Könntest du nicht nur das Ouija-Brett benutzen? No. Lexi needs to give it context from the tarot reading. A lot of the time, it comes up with nothing. Or a sordid comment directed at Lexi. I think that's why she keeps using it, to be honest. Erzähl mir von dem Ouija-Brett. Once we thought there was going to be a murder, Lexi used the Ouija board to find out the victim's name. About the rota. Wie funktioniert es? Ja, ganz einfach. Ouija-Brett, ganz klar. Dann ein Glas. Alle legen einen Finger drauf, stellen eine Frage und dann sollte sich das Glas bewegen. Nur nicht dann das Glas umkippen, weil ansonsten passiert irgendwas. This is going to sound weird. Most people believe Ouija boards contact the dead. So if Lexi contacts a dead person, that person needs to know what happens in the future. Ergo, maybe the person she's contacting is from the future. A time traveler who died here. Das lösche ich mal raus, das ist... You don't believe me? Well, ask Lexi or Bron. They've got their own ideas, but my theory is definitely the more plausible. Also ganz ehrlich, wenn es Zeitreisen gäbe... Ich wollte gerade sagen, nee, dann müsste ich jetzt an dieser Tür stehen. Lexi meinte, um eine Aufgabe zu erledigen. We're trying to save people. Es funktioniert nicht.
I said we're trying. We have a gift. We have Mercury, the tarot. It tells us where bad things are going to happen, and we try and stop them. Wo warst du vor August? Birmingham. We couldn't save anyone there either. The problem with travelers is... Well, let's put a pin in this one, Sam. Birmingham, Wanderer. Let me ask Bronwyn. If she says it's okay to talk about it, it's okay to talk about it. Also ich gehe nochmal Bronwyn. Erzähl mir von dem Usha-Brett. It's Lexi's. I like to think it works the way most metaphysical things work. Through energy. Welche metaphysischen Dinge? Tarot cards, runes, Ouija boards. They're just devices for asking questions and receiving answers. It's what powers them. Halbes Hirn, schönen Sonntag wünsche ich dir. Na, wie geht's dir? Ich hoffe, du hast ein angenehmes Wochenende. Willkommen zu The Shapeshifting Detective. Wir sind momentan Sam. Wir sollen einen Mord aufklären an Dorota Shaw, 21 Jahre. Wir haben schon mit dem Chief Inspector gesprochen, mit Dupont. Der meint, ja, die Tarotkartenleser sind schuld daran. Weil sie haben den Mord irgendwie vorhergesehen durch ihre Tarotkarten. Violet gibt ihnen irgendwie die Schuld. Und jetzt befragen wir gerade die ganze Zeit so hin und her die Leute. Und werden auch unsere Gestalt wandeln. Also mal in Violet, werden dann mit den Leuten reden. Werde auch mal die Gestalt zu Bronwyn wandeln, um mit den Leuten zu reden. Wandle die Gestalt zu Rain, um mit den Leuten zu reden. Und Lexi, damit wir den vollen Hintergrund auf alle Fälle erleben. Mit den Leuten reden. Damit wir Infos bekommen. Damit wir den Mörder ausfindig machen. Lexi. Es ist übrigens ein FMV-Spiel, also Full-Motion-Videospiel. Ähnlich wie The Complex, auch ein ganz bekanntes Spiel. Du hast nur bei The Complex eine Storyline und ohne Pause und musst halt entweder oder Entscheidungen treffen und so nimmt die Geschichte ihren Lauf und fertig. Ob es jetzt allerdings hier genauso ist, weiß ich nicht. Ich bin nur ein bisschen enttäuscht. Einmal über die deutsche Übersetzung, die manchmal ein bisschen, wenn ich mir das manchmal so ansehe, hier an den Fragen ein bisschen Grütze ist. Dann manchmal stocken die Videos. Da bleiben sie kurz für 1-2 Sekunden stehen und dann laufen sie weiter. Und haben einen Teil übersprungen. Und was leider auch so ein bisschen, dass ich nicht meine eigenen Nachforschungen anstellen kann, sondern ja, hier Fragen stellen und so weiter. Dann kann ich mir das zusammenfassen lassen und dann so, jetzt geht's ins nächste Kapitel. Dein WE hat bombig begonnen. Ja, sehr schön. Das heißt, besondere Vorsicht, mein Schalk im Nacken ist heute sehr vorlaut. Ich hab's mitbekommen. Rock'n'Roll und fleißig gemampft. Wenn ich das richtig deute. Erzähl mir von dem Usha-Brett. Oh, it's just your run-of-the-mill spirit communication device. Wanna know how it works? Ich weiß ja, wie so ein Usha-Brett, aber lass es mich hören. Cool, okay. So Ouija boards send us messages from the spirit world, right? But where is the spirit world? I mean, there's planets and stars in space. The spirit world must be really far away beyond all that. Fahre fort. With so far to travel, messages from the spirit world must take ages to get here. Like how light from the sun takes 8 minutes or something to reach us. You still with me? Aber ich wünschte, ich wäre es nicht. Hing an jedem einzelnen Wort. Was ist das für eine deutsche Übersetzung? Das ist ja genauso wie, und wie ist das Wetter bei euch? Ja, es ist sehr spät. Hä?
Where was I? Oh, so here's my point. The spirit world is actually several hours ahead of us. That's how we get messages about things that haven't happened yet. That's how we got Dorota's name. Because in the spirit world, she was already dead. Okay, wow. I know, mind-blowing. Eigentlich, naja, ich sag dazu jetzt mal nichts. Erzähl mir über die Wanderer. Traveller? That's a really old role-playing game, isn't it? Rain erzählte mir alles darüber. Oh, did he now? Well then, you know what I know. I guess you must be a part of our inner circle. How does it feel? Fühlt sich gut an. Cheeky? Are you flirting with me? Ja. Oh dear, am I blushing again? There's a murder to solve. Maybe you should do that first. Then me. No, not like that. Deal. Deal. Erstmal kümmere ich mich um den Mörder und danach kümmere ich mich um sie. Es sei denn, sie ist der Mörder. Rain ist ziemlich stark im Verdacht. Violet ist im Verdacht. Bronwyn. Eigentlich sind alle hier, alle 4 in Verdacht. Violet, weil sie Tabletten nehmen muss, irgend so ein Zeug gegen Schizophrenie, weil sie selber nicht weiß, wo sie gestern Abend war. Bronwyn hat Lexi ein Alibi verschafft. Sie hing angeblich am Tarot-Telefonservice, um Karten zu legen. Rain hat gebetet, obwohl er nicht glaubt. Your ability isn't endless. It will run out at some point. Scheibenkleister, heißt das etwa, ich kann mich nicht immer verwandeln? Dieses sollte jeder Teenager verstehen. Asyldeutsch ist doch gerade Mode. Ich nix verstehe Asyldeutsch, klar? Mann. Ich dachte, ich kann mich jederzeit immer umwandeln, also shapeshiften. Verdammt. Wenn das nicht immer geht, dass ich shapeshiften kann, also dass ich irgendwann keine Möglichkeit mehr habe, mich zu Gestalt wandeln, dann ja, na dann. Who are you? Ich bin Sam. Die Chance engagiert mich, um den Mörder zu untersuchen. Right, because the local police are so rubbish. It's been a day, a whole day. It's typical of them. Hast du gestern Dorota gesehen? Yeah, I went round there in the afternoon. Her parents were at work, and we were... Genau das meinte ich. Hängt und auf einmal geht's wieder weiter. Wo warst du gestern um 21 Uhr? Playing football. It's just 5 aside. Finished at about 9:30. I called her, but she never picked up. Was kannst du mir über Dorotas Eltern erzählen? Not much. They always seemed happy to see me. I don't think they meant it. They wanted Dorota to focus on her music. Wie lange warst du mit Dorota in einer Beziehung? Not long, a couple of months maybe. We did care for each other. Sah sie jemand anderen? No. Why? Sie wurde in ihrem Schlafzimmer ermordet. Chief DuPont said there was no signs of anything like that. Ist es möglich, dass sich der Mörder in Dorotas Zimmer versteckte? What, you mean watching us? That's disturbing. The only place he could have hidden would be in the closet, and I suppose someone could have hidden in the closet. Muss wohl ein großer Kleiderschrank sein. Yeah, it's big enough for 2 people to have sex in. On all fours. Okay. Nee, die Frage lösche ich mal lieber. Was war im Kleiderschrank? Clothes, mainly. I did see something that freaked me out a bit. She had a wedding dress in there. She
She knew I'd seen it, but we never talked about it. Not even as a joke. Wenn du dich in die Rothaarige verwandelt hast, darfst du mir Frühstück ins Bett bringen. Ja, nee. Hat Dorota je über Tarot geredet? No, not to me anyway. She wasn't into fortune telling or any of that stuff. Weißt du, dass die Tarotkarten dir so den Mord vorhersagten? Yeah, Chief DuPont told me. He thinks it's one of them that killed her. Bronwyn? Bronwyn sagte, Dorota küsste sie. Stimmt. Dorota... ja. That's disturbing. That's impossible. Why would she say that? Warum warst du bei Bronwyn? That's personal. Es muss hart für dich sein, ich verstehe es. I can't really explain it. I'm just floating at the moment. Nothing seems real. Du wolltest, dass Bronwyn Kontakt zu Dorota aufnimmt? Ah, so mediummäßig, ne? Yeah, but she said she couldn't, so... It's 7 o'clock, and here's the latest August update. Chief DuPont of August Police is urging residents to be vigilant tonight following the brutal murder of 21-year-old Dorota Shaw. Whilst he stresses there is no immediate threat to the community at large, residents should be on the lookout until the killer is in police custody. Miss Shaw was found strangled in her bedroom home last night. Poe, I heard she was found by her mother. Truly awful. Mother caught me up to all sorts of mischief in my bedroom. Also in the news, emergency services were called to the crossroads at Grange Avenue and Church Street following a collision between two cars. There are no reports of any serious injuries, but you might want to take a different route for now. Oh no. It's going to be one of those nights, Poe. Stay with me, doll. I'll keep you safe. I'm not going anywhere. That's 7 o'clock with Poe and Monroe. Okay, stelle weitere Untersuchungen an und nächstes Kapitel. Nee, wir stellen weitere Untersuchungen an. Wir besuchen erstmal die Pension. Gucken, ob ich mit Sam hier nochmal die Leute... Nein, Violet will mir nichts sagen. Bronwyn? Auch nicht. Rain? Nein. Lexi? Denk daran, erst der Mörder, dann dich, Lexi. Oh Gott. So. Ach, jetzt kann ich mich auch in Oscar shapeshiften. Ah, okay. Dann, aber... Hi, I'm Bronwyn. I'm Bronwyn. So. Jetzt kann ich bis auf Bronwyn alle besuchen. Ja, klar. Rufe ein Taxi, besuche Oscar. Didn't expect you to come back. Have you contacted Dorota? No. Yes. She says you know who killed her. Ha. She said what? Why would she say that? She'd never have said that. Why are you lying to me? I'm probably confused. She said you knew. Ein bisschen I unter knew. Druck. Maybe it's someone I know? Is that what she means? I'm sorry the police ignored our prediction. It's okay, just... How did you know? And then she's gone. She's not gone. She's waiting to pass. How could someone even get into Dorota's bedroom? The usual way. The front door. Like, it's a townhouse and she's on the 3rd floor. So, other than teleporting or a big ladder, that's the only way. Do you get on with Dorota's family? Not really. Especially not now. They're convinced I got her into the wrong crowd or something.
Am I really a bad influence? Yes. No. Thanks, Bronwyn. I know it's a bit soon, but maybe we can grab coffee sometime? Just to chat about things. No thanks. Well, if you change your mind, I'll be here. On my own. Arschloch. Fine. Coffee sometime. I'm sorry for the guilt trip. I honestly just feel so alone right now. You can come over tonight. Ich glaube, ich verursache Chaos, aber holla die Waldfee. That is so kind. I'll be there soon. Na, nee, ich gehe dann schon mal. Ich hätte mich vielleicht in Oscar verwandeln sollen und dann zu Bronwyn gehen sollen. I'm Oscar. Is there anything else I can do? Okay, sie ist nicht da. Interessant. Oscar Wainwright, what a surprise. Okay, nichts zu bereden. Rain ist auch nicht da. Dann wird Lexi auch nicht da sein. Ja, das war ja mal... Es sei denn, ich verwandle mich in Bronwyn und werde in ihrem Körper mehr oder weniger ein Date haben. Um Gottes Willen. Bitte nicht. Hi, I'm Chief DuPont. Ey, diese Hänger. So. Mal gucken, ob ich neue Infos bekomme zum Fall. Why is Sam still questioning me? Do I need to bring up Mr. Hedges again? Are you threatening me? Excuse me? Of course not. We just agreed that with the meds I'm on, stuff like this might get out. Remember? You have a recognizable knock, Chief DuPont. I'll remember not to answer next time. Do you know Dorota's boyfriend? I've met him once, yes. Just the once? When did you meet him? This morning. What did you talk about? The weather and some other things which I'm not at liberty to discuss. Feel free to ask him, though. Rain, der nicht da ist. Lexi, auch nicht da. Hey. Gut, dann... Hello, I'm Violet. I'm Violet. I'm sorry, but I need to clean your room. That's fine. I'll wait in the lounge. And be back, say, in half an hour? Thank you. I'll come get you. Okay, thanks. Verdammt. Ich glaube, das ist Oscar. Ja. Hi. Hey. Hello.
Sorry, I'm not used to dating so soon. I'm actually not in the mood anymore. It's okay. We can take it slowly. Oh, I wasn't sure I was thinking on doing anything, physical. Get up on the bed. It's okay. We can talk. Thanks, Bronwyn. I'm still trying to make sense of it all. I noticed I've got some Earl Grey in the hallway. I know it sounds a bit rude, but I'd really like some if you wouldn't mind. Sure, I'll be right back. Und dass du bei, was? Doppje, tralala, das Licht anhalten. Oi, 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 oi. Okay, ich gehe mal in mein Zimmer. Wechsel zu Violet. Hello, I'm Violet. I'm Violet. Geh zu Bronwyn. Okay. Verdammt! Ich dachte, ich könnte jetzt hier ins Wohnzimmer gehen, Bronwyn sagen, ja, okay, das Zimmer ist sauber, geh mal bitte hoch und sie wird überrascht sein über Oscar. Dass ich dann an der Tür lauschen kann. Aber ja, nun, was erwarte ich denn bitteschön von dem Spiel? Es ist ein... naja, egal. Achso, ja, stimmt, Lexi ist ja nicht da. Das ist nicht da und... dann halt als Oscar. I'm Oscar. Is there anything else I can do? Und Bronwyn. Ja, toll, jetzt ist sie natürlich nicht da. Hm. Hi, I'm Bronwyn. Ja. Bronwyn. So. I'm truly sorry about Dorota. I didn't really know her. I saw her pictures in the newspaper. Can't remember what for right now. I didn't see you here last night. What are you implying? It's just suspicious. I didn't even know the girl. You predicted her murder. Who's more suspicious? Alle sind verdächtig. Oh, das erinnert mich an einen Fall von... Oh, komm. Da gab es auch mal so einen dämlichen Mordfall zu lösen. Ich weiß nicht mal welches Spiel. Da wollten beide eigentlich die dritte Person töten. Aber dann hat sich der dritte irgendwie... ist in irgendeinen Unfall reingeraten, hat sich damit selber das Leben ausgeknipst. Der eine drückt in dem Moment an, verletzt Person Nummer 2 und Person Nummer 2 hat in demselben Moment auch abgedrückt und hat Person Nummer 1 damit auch verletzt. Und dann haben sich alle versucht rauszureden und dann, ja, wer ist jetzt der Mörder? Ja, er hat sich selber irgendwie durch einen Unfall. So komme ich mir gerade vor. Es ist furchtbar. You can tell Sam about Birmingham. Well, what can I tell Sam that you haven't already? You know Sam likes a fact check. Du weißt Sam, er checkt gerne Fakten. Du kennst Sam. I don't really know Sam. But if you're sure, then I guess I'm sure. What did you tell the police you were doing last night? I told them the truth, that I was in my room. I'm not sure if they can fact check it, but it's the only alibi I've got. Kind of wish we'd all stuck together now. When should we do another reading? You already told us. 8 o'clock. Ron, are you okay?
Ich bin nur durch den Wind. Oh, Bron, I'm so glad you're here. We need to talk. Is something wrong? No one can hear us, right? I mean, I'm assuming this room isn't bugged, although knowing Violet, there's probably cameras everywhere. You think Violet's a voyeur? Probably. I don't know. She has that look about her, don't you think? Like she knows something she's not letting on. I wouldn't be surprised if there's cameras hidden in the wardrobe. What have you got to hide? Nothing. Though I'd rather she didn't see me dancing around in my underwear. I only do that for people I love. Do you love me? Of course I do, Bron. See? And now that's on film. I hope you enjoyed that, Violet. Listen, we need to talk about our alibi. What about our alibi? I know you said it would be better if we said we were together, but lying about your alibi, that's pretty serious. Are you sure it was a good idea? We should do whatever it takes. You're acting like we've got something to hide. Bron, is there something you're not telling me? Why'd you ask me to lie? Were you really in your room all night? Yes. No. Where were you? Ron, don't mess me around, you're scaring me. I'm just kidding, I was here all night. I was at Dorota's house. No. No, you weren't. I don't know why you're saying that, but I know Bronwyn Castle and she's no murderer. Just drop the act. Ja, es ist ein bisschen verwirrend. Also, Dorota Shaw, eine Cellistin, 21 Jahre alt, wurde ermordet in ihrem Schlafzimmer, erwürgt. Und wir sind halt ein Detective, der sich Gestalt wandeln kann. Also in jede Person, die wir besucht haben. Wir können uns in den Chief Inspector und wir müssen den Mörder ausfindig machen. Beziehungsweise wir müssen dahinter kommen, wer der Mörder ist. Und dazu müssen wir halt eben uns shapeshiften, also Gestalt wandeln und mit den Leuten quatschen. Hi, I'm Lexi. I'm Lexi. Und ich dachte eigentlich, dass es ein bisschen mehr zu tun gibt als, naja, aber irgendwie, naja. Oscar, the guy I met this morning? The one I told you about. Yes. What did he want? Answers. Reassurance. Forgiveness. Do you think he killed her? Ist die auf dem Bett mit der Rothaarigen verwandt? Beide Mädels haben eine kleine Warze unter dem Auge an der gleichen Stelle. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Es ist halt ein FMV-Spiel, also Full-Motion-Videospiel. Ähnlich wie The Complex, auch ein ganz bekanntes Full-Motion-Videospiel. Wo du da eine Ärztin irgendwie spielst und es läuft ein Film ab, mehr oder weniger, und du hast nur entweder oder, wo du machen musst. Entweder oder, und so ungefähr, so läuft es ungefähr auch ab. Bloß hast du hier ein paar kleine Freiheiten mehr, aber auch nicht so viele. Not considering what he asked me to do. I feel sad for Oscar. Bronwyn said to stay away from him and the family. We're drawing too much attention to ourselves. We won't be able to finish our job. Job? Are you wearing a wire? You know why we're here. Don't make me say it. Say it. No. Stop being silly. Gut, ab in mein Zimmer. I'm Oscar. Ah, Mann. Is there anything else I can do? Ich kann noch nicht wirklich dahinter steigen. Besuche den Chief. Oscar? What are you doing here? I want to help. I know.
We've already talked about this. You said you'd get into Bronwyn Castle's room somehow and have a look around. Why? How? I don't know. Maybe ask if you can go around. Women like vulnerable men. Do they? I don't know. Do I look like vulnerable men? Just... I've got to concentrate on some other leads. So, you can go now. Okay, wir hätten ihr Zimmer durchsuchen müssen. Allerdings als Oscar, Fragezeichen? Oder als Bronwyn? Hi, I'm Bronwyn. I'm Bronwyn. Okay. Kann ich Oscar besuchen? Ja. Okay, ja gut, das war nix. Besuche die Pension. Ich befrage nochmal als Bronwyn nochmal alle Leute. Wenn es geht. Not now, Bron. I'm fine. You're just being a bit annoying. Miss Castle. More unexpected pleasures. What did Dorota's boyfriend say about me? I was nowhere near Dorota last night. Something about a message you wouldn't deliver? Did you want him to be a special friend? Is that why you killed his girlfriend? I didn't kill Dorota. Yeah, let's do this again. Chief, I didn't kill Dorota. I was in... Can't prove it, Bronwyn. You're going to jail for a long time. I was nowhere near Dorota last night. You said you were with another one of the readers. All I'm saying is that Violet didn't recall seeing any of you. Violet doesn't remember where she was. Did she tell you that? She's playing with you to get you to open up. Kann ich sie jetzt noch mal befragen? Nein. Also, das war ja ein Fehlschlag. Dann, ja. Hello, I'm Rain. Ah, Rain, can I help? About Was there a problem? Ups. Manchmal klicke ich my viel zu schnell. tap was dripping, but I fixed it. Where were you? Dripping? My bedroom. That's out of bounds to you. Don't forget the group reading, Ray. By which I mean, if you see Lexi, tell her not to forget the group reading. What's the plan? We still don't know what we're dealing with. There's every chance that it could just be a normal human murder. What if it's not a normal human murder? Then we have to assume that it's some kind of traveler. Like in Birmingham? Yeah, like in Birmingham. Okay, dann wissen wir jetzt schon mal, was mit Birmingham war. What do you think of Sam? Oh, I'll totally hit that. Problem with the murder thing, of course. But that's a minor flaw. I can work around it. I hear Sam likes you too. Really? Well, you know, I'm not surprised. I am a total babe. Oh mein Gott. Okay, Moment. Oscar ist nicht da. Der Chief ist auch nicht da. Das bedeutet Shapeshiften. Lexi.
Mit den Leuten reden. Hi, I'm Lexi. I'm Lexi. Keine Ahnung, ob ich schon so durchgemacht habe mit Lexi. Lexi hatte auch sich mit Ding getroffen, mit Oscar. Der nicht da ist, okay. Erstmal die Pension. Mit den Leuten reden. Okay, Violet ist nicht da. Himmelhilf. Okay. Nope. Wahrscheinlich auch nicht. Nope. Okay, dann habe ich mit Lexi, glaube ich, schon, oder? Rufe ein Taxi, den Chief. Der ist nicht da. Gut, dann höchstwahrscheinlich muss ich jetzt als Sam nochmal. Nein. Aber Rain, der müsste mir jetzt von Birmingham erzählen. Warum? Ich habe doch das Okay bekommen. Von Bronwyn. Hier, erzähl mir mal bitte von Birmingham. Any more news on Oscar Wainwright? Oscar spielte gestern Abend Fußball. Wer ist auf deiner Liste? Wer ist Herr Hedges? Brownie und Lexi. Bronwyn, nicht Brownie. Bronwyn und Lexi lügen über ihre Alibis. Was wir. Okay. Yep, that's what he told me too. Not a suspect. Wer ist auf deiner Liste der Verdächtigen? Ich schicke mich jetzt in die Küche, mein Kaspersen, meinen Pillensalat muss ich auch noch anrichten. Alles gut, halbes Hirn, alles gut. FMV ist nicht jedermanns Sache. Ich habe halt das Spiel geschenkt bekommen und ich will es zumindest durchspielen. Mal gucken, wie lang es geht. Ich kann mich mal kurz schlau machen. Auf jeden Fall, es ist halt ein Detective-Spiel. Ich habe mir bloß ein bisschen, klitzeklein wenig was anderes darunter vorgestellt. How long to beat? Da haben wir es doch. How long to beat? The Shapeshifting Detective. Also die Main Story 3 Stunden. Main und Extra in 4 Stunden. Wenn man aber alle Achievements noch haben will, 7 Stunden. Also, ja, ich denke mal, vielleicht habe ich es heute schon durch. Mal gucken. Wir lesen uns wieder. Winke, winke. Jo, dir noch einen schönen Sonntag. Bleib gesund. Viel Spaß in der Küche. Und bis demnächst mal wieder. Bye, bye. Just the tarot readers. No one else is remotely suspicious compared to them. Ich füge Violet hinzu. Got any reason for saying that? Sie weiß nicht, wo sie Montagabend war. I'll look into it. Wer ist Herr Hedges? Violet told you about Mr. Hedges? Ja. Mr. Hedges was one of August's homeless. Actually, probably. We're pretty well off here. Ist das sein richtiger Name? No, we called him Mr. Hedges because, well, that's where we found him. Wechsel die Person nicht so oft, sonst wirst du noch zum Wechselbalg. Ein richtiger Schenkelklopfer. Oh Gott. Oh Mann. Was passierte? I asked Violet to put him up one night, and of all the nights he could have died, he croaked it at the guest house. Und dann hast du ihn begraben? No, of course not. That's what Violet thinks, but I just drove him off to the morgue and had him processed. Don't tell Violet that, though. We need her on our side. Ich könnte das hier löschen. Ja. Bronwyn und Lexi lügen über ihre Alibis. Figures. Got any proof?
Nein, ich hörte, wie sie darüber redeten. Get proof. Then I can haul them in. Was wissen wir? Rain says he was praying in his room, alone. Nobody corroborates. Roman and Lexi lied about their alibis. I'm thinking what to do about it. Apparently, Lexi used a Ouija board to get Dorota's name. The tarot readers mentioned Birmingham. You're looking into it. There's some talk about a traveller, whatever that is. Oscar's not a suspect. He was playing football last night with lots of witnesses. According to Oscar, Dorota had a wedding dress in her closet, which is strange. Violet says she doesn't remember last night, but I've got that in hand. And finally, you pulled the name Zach Weston from somewhere, saying he's the town photographer? I've never run into him. Still, I guess I'm not in the papers that much. That's it. Jetzt mal überlegen. Ich könnte... Nochmal zur Pension. Mal überlegen. Ich habe ja schon als Detective die 4 befragt, glaube ich. Ich glaube ja. Hi, Hi, I'm Chief DuPont. Okay, Violet ist nicht da. Bronman, nein. Haben wir schon fertig. Rain ist nicht da. Und Lexi ist auch nicht da. Okay, gut. Dann sind wir hier fertig, Fragezeichen. Wobei, Moment. Chief DuPont, there's been loads of people coming around asking questions. I don't even know half of them. Did Dorota collect coins? Nur der Mörder wusste von Dorotas Münzen. Not that I know of. She collected thimbles. She said she didn't need any. She had hard calluses on her fingers from all the cello. Have you looked in Dorota's bedroom? Not since the murder. There's still a load of my stuff in there. I climb in through the window, but it's on the 3rd floor. Beziehungsweise ich müsste mit Violet und so weiter nochmal zu dem zu Chief DuPont gehen. Ich glaube, ich muss Licht anmachen. Sag mal, es ist draußen noch hell und es wird schon zu dunkel. Ja gut, 18 Uhr. Taxi. Violet. Sam knows about Mr. Hedges. I'll handle it, Violet. Just get back to the guest house. Unless something else you need? Okay. Oscar ist nicht da. Ich habe ja als Violet schon mit den Leuten gesprochen, ne? Ich gehe lieber nur hundertprozentig nochmal auf Sicherheit. Oh. I changed your sheets last night and you weren't here. That door was locked and you said there's only one key. So how would you know? Verdammt, egal. Okay, Lexi ist auch nicht da. Als zurückkehren. Dann würde ich sagen, nächstes Kapitel. It's 7 o'clock, and here's the latest August Die update. Kamera, die niemals Chief lügt. DuPont of August Police Oder die is Kamera urging lügt residents nie. to be vigilant tonight following the brutal murder of 21-year-old Dorota Shaw. Whilst he stresses there is no immediate threat to the community at large, residents should be on the lookout until the killer is in police custody. Miss Shaw was found strangled in her bedroom home last night. Poe, I heard she was found by her mother. Truly awful. Mother caught me up to all sorts of mischief in my bedroom.
Also in the news, emergency services were called to the crossroads at Grange Avenue and Church Street following a collision between two cars. There are no reports of any serious injuries, but you might want to take a different route for now. Oh no. It's going to be one of those nights, Poe. Stick with me, doll. I'll keep you safe. I'm not going anywhere. That's 7 o'clock with Poe and Monroe. Gut, dann nächstes Kapitel. Besuche Zack. Sorry, we're closed. Come back tomorrow or make an appointment online. Bist du Zack Weston? Yes. What do you want? Die Shores engagierten mich. The Shores. Oh. You mean that girl who got killed? What was her name? Dorothy? Du hast nie Dorota getroffen? I see a lot of faces in my studio, but I'm not good with names. Wait. Dorota, I remember now. Du hast Dorota fotografiert? Ja, das waren ja Aktfotos. Beziehungsweise in Unterwäsche. For the August Chronicle. She won some sort of award. I remember her reflecting the flash and ruining the shot. Kam sie in dein Studio? No, I went to her house, along with the reporter. It's better with these human interest stories to capture them in a natural habitat. Also wusstest du, wo sie lebt. If you asked me to drive there without my sat-nav, no. War das das einzige Mal, dass du Dorota getroffen hast? No, actually, I've been running a special offer on portraits since she came in for a studio session. Wait there. As you can see, there's photos here. Her on the cello. Now this one's in colour. Beautiful hair. Oh, legs wrapped around. Another one here. Ooh, hang on. Do you see what I see? Ja, die anderen Fotos habe ich jetzt nicht so genau gesehen. Jetzt weiß ich, Fotos von Dorota. Was hast du gesehen? Nothing. She's just a very attractive girl. That's all. Arschloch. Hast du Fotos What do you von mean? Dorota gemacht? Violet erzählte es mir. Violet needs to mind her own business. I didn't want to mention them out of respect for the dead. You've heard of boudoir photography? Ja. Dorota saw my boudoir set and asked me to take some shots. It's all very tasteful. A lot of women have them done as gifts for their husbands or boyfriends or girlfriends, I suppose. Für wen machte Dorota sie? She didn't say. Her boyfriend, I assume. Bist du mit Violet Gallisher befreundet? Friends? Yes. I know Violet very well. Wie gut. Violet takes it very well, actually. I like him like that. With a frosty exterior comes a soft, warm center. Himmel, Herrgott. Also manchmal, ne? Manchmal möchte man entweder für die Übersetzung die Leute oder man möchte einfach nur das Spiel. Naja. Also schläfst du mit dir? Oder man kommt sich vor, so nach dem Motto, so, Vollidiot. Also schläfst du mit dir. I'm sorry, my analogy wasn't explicit enough for you. Yes, we have sex. Wo warst du gestern Nacht? Here. I'm usually here most nights.
Pizza Panda, schönen Abend wünsche ich dir, schönen Sonntag und ein schönes Restwochenende. Wie geht's dir? Ich hoffe, du hattest hoffentlich ein angenehmes Wochenende. Willkommen zu Shapeshifting Detective. Reines FMV-Spiel mit ein paar hier Entscheidungen, die man trifft. Oder was heißt Entscheidungen? Ein paar Dialoge, die man... Ich habe jetzt eigentlich gedacht, okay, das wird ein richtiges Detektivspiel, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist nur ein Handlungsstrang. Man fragt ein paar Sachen und ja, das war's. Kann das jemand bestätigen? Only the roof rats. Gut, dann bist du auch schon mal verdächtig. Also, Violet ist schon mal leicht verdächtig. Zack könnte verdächtig sein. Oscar, If you have anything else on Zach Weston, let me know. Zack war gestern Abend im Studio. That's what he says, but no one can back him up. He's on my radar now. Aktuell richtig schlecht, seit heute Mittag wieder Morbus Crohn-Schub, aber ansonsten geht's. Uff, gute Besserung dir, mein Bester. Gute Besserung. Spielst du noch mit 7 Days? Heute, nächste Woche? Ich weiß nicht, was die anderen geplant haben. Also, wenn heute noch gespielt wird, bin ich, denke ich mal, auf alle Fälle dabei. Wenn ausgemacht wird, ich habe halt noch nicht in Discord richtig reingeschaut. Aber bis jetzt ist da auch noch nichts drin. Von wegen, wie es aussieht. Weil gestern hat ja Lämpchen, komm schon, ja, Monopoly gespielt. Wo ich ja auch kurz mal zugeschaut habe, aber mit anderen Dingen beschäftigt war. Und wie es heute aussieht, ich weiß nicht, gestern Abend hieß es, oh, Moment, heute wird noch gespielt. Also heute ist Sonntag. Also gestern hat man zumindest mich gefragt, ob ich morgen dabei bin. Also heute. Also denke ich mal, beziehungsweise geht davon aus, ja. Und deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, ja, wenn 7 Days, dann bin ich, denke ich mal, dabei mit 7 Days noch. Und ansonsten, ja, wenn nächste Woche Samstag wieder 7 Days ansteht, da bin ich auf alle Fälle noch dabei. Also, ja. Gut. So, zurück zum Spiel. Motiv? I think you're supposed to tell me that. If he was taking photos of Dorota, maybe he fell for her? And the feeling wasn't mutual. Artists have muses, apparently. Wish I had one. Zack machte Aktbilder von Dorota. And I'm all for a good boudoir picture, but who would have thought? There's definitely a strong connection between the two there. Vielleicht waren sie für jemand anderen? Well, unless they were for Oscar, I don't know. Unless there's someone else about to come out of the woodwork. Gut, wir besuchen die Pension. Fragen einfach mal die ganzen Leute wieder. Werden dann Shapeshiften. Wieder die Leute fragen und so weiter. Wenn ich kann, wollte ich euch alle einsammeln und eine Sexer-Kurs machen. Gibt für jeden dann mindestens ein garantiertes Sexer-Item und wir brauchen dringend Stofffetzen. Deshalb zerlegen wir ein ganzes Hochhaus. Ah, klingt auf alle Fälle nach einem Plan. Ich muss gerade überlegen, also ich brauche noch, also ich bin ja mit Kochen fertig. Was jetzt ansteht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich würde gern so langsam mal Furious Fists mal voranbringen, damit ich mal in Richtung volle Schlagringe oder Stahlschlagringe gehen kann. Hey, diese ganzen Hänger. Lass uns erneut mit Zack Weston raten. Das ist so eine blöde Übersetzung, bestimmt über Zack Weston. Do we really have to? Ja, müssen wir, Fräulein. Er sagt, er sagt, ihr schlaft zusammen. How vulgar. Yes, I suppose that is what he'd say. But I've never let him lay a finger on me.
He says we're in a relationship, but he doesn't act like it. Überlege auch Schlagringe später mal zu tragen. Sind witzig. Wenn du die herstellen kannst, sag Bescheid. Ja, ich kann, glaube ich, nur so weit machen bis... War es Level 5? Schlagringe? Nee, Quatsch. Ich kann schon Stahlschlagringe machen, aber ich glaube nur Level 1. Deswegen, ich brauche noch einen Haufen Zeitschriften. Ich habe, glaube ich, nur 37 oder 39 oder 42. Ich weiß es gerade nicht. Was sagt er? He says he loves me, that I'm the only one for him. Aber, liebst du ihn? A rose by any other name? I don't think so. Glaube ich nicht. Nicht glaube ich nicht. Okay, wer ist das jetzt? Und die wichtigste Regel, ich darf mich nicht in ein Kind shapeshiften. Besucherweile, Bronwyn. Sam, look, I can't talk right now. I'm doing phone readings. Gotta pay for a job somehow. Lexi's locked in till 8 too. I can sort you out afterwards, yeah? We've got to stop meeting like this. Seriously though, Sam, I'm working. Can't it wait? Just give me to 8, okay? Okay. Hoi. Kennst du Zach Weston? I met him yesterday, doing the rounds, looking for reading work. Actually, oh no. He did mention Dorota. Was ist mit Dorota? He said there was this girl he was planning to meet up with. Said she was alone every Monday night because her parents go to the cinema. Do you know what that means? It was Dorota Shaw. Also, Birmingham. Fine, Sam. Birmingham. Mercury took us to Birmingham. We didn't know what for. We never really know what for. But we turned up. It started with a girl, Ginny. She was South African. I only mention it because that was its thing. Sein Ding? Yeah. We didn't know at the time, but in hindsight, it was after South African girls. 3 to be exact. The Traveller wanted 3. Warum wollte der Wanderer 3 Opfer? You should ask Bronwyn. She's the one that knows about rights. I just know it normally involves 3, and all 3 share a common attribute. Erzähl mir mehr über den Wanderer, der Traveller. I guess you might call them demons, in as much as they can get inside us. They come from other worlds. Alles klar, dann lass es dir schmecken, dein Abendessen. Warum Dämonen? Sie kamen von anderen Welten? Warum Dämonen? Some religions talk of demons, but they don't actually exist. Travelers can get inside us and make it look like we're possessed, hence the demons. Andere können uns bewohnen? Yes, disturbingly. It's actually a lot more complicated than that. They choose a reality/universe where they actually evolve to become the person they're possessing. So they jump in a few million years before our timelines intersect. In einfachen Ausdrücken? They can't just jump into someone. It takes a few hours for that. They make the decision before they travel, which is why we can catch them. Also glaubst du, der Mörder ist ein Traveller? Yes, probably. The tarot doesn't just sat-nav us to normal murders. Also so langsam wird's echt... Ich weiß nicht. Jetzt kann ich mich auch noch in Zack verwandeln. Ach du Heilige. Dann mache ich das mal. I'm Zach Weston. Just sharpening my powers of persuasion. Und rede mal mit Violet. Zach, what are you doing here? Quick,
Don't let anyone see you. Why don't you want anyone to see me? What? You're the one who said we shouldn't be seen together. What are you doing here? I wanted to make sure we were still okay. What did you do? What did you say to Sam? Everyone's talking about Dorota. I know. But I suppose people like that attract trouble. People like what? Homewreckers. Anyway, I hope you didn't just come here to talk about Dorota. Are you happy Dorota's dead? I didn't say that. But we both know what Dorota was like. She practically threw herself at you. She didn't throw herself at me. Why'd you think that? The boudoir sessions. Some girls get the wrong idea. I saw how she was looking at you. She wanted it. Mhm. There. You saw the photos. You were there. I've seen all your photos, Zach. All of them. Okay, gut zu wissen. Violet ist schon mal einer der Verdächtigen. Und Zack. Hello, I'm Violet. Beziehungsweise Violet erstmal. Besuchen wir mit ihr mal Zack. Well, hello, gorgeous. Did you hear about Dorota? Everyone in town's heard. She's a local celebrity now. Local celebrity? Were you sleeping with her? Violet? Of course not. I only have eyes for you. That's not what I heard. This again. I told you, I'm not seeing anyone else. I have gorgeous women in my studio all the time, but you're special. Not because you won't take off your clothes, I'm expecting that at some point. It's just, you're so clever and well educated. And the icing on the cake, you're the most beautiful woman I've ever met. I came over last night, but you weren't here. Well, that explains why there was no answer when I called you. I was definitely here. Verdammt. Gut, fragen wir mal. Die haben ihre Sitzungen. Rain ist nicht da. Lexi müsste wahrscheinlich arbeiten. Warum ist da auch Genies? Oh, cool. Ja, ich kann mich wirklich gerade nicht in Lexi und Bronwyn Hello, I'm Rain. hier wandeln. You have a lovely guest house. It is quaint, isn't it? It's all my parents had when they died. We're literally sitting in my inheritance. How did your parents die? Father died first. Heart attack. They found him in the freezer when Mother died. A pulmonary embolism. I didn't really talk to them much. Freezer? Yes, she kept him in the chest. Stored him perfectly. Still use it today. Okay. Ja, Violet, Schizophrenie und so weiter, ne? Ich glaube, dass Violet eventuell unsere Mörderin ist. Radio anstellen, geh in dein Zimmer, rufe ein Taxi. Rain! I'm surprised to see you here. I take it you know about Dorota already.
All that stuff we talked about yesterday, that's strictly between you and me. What stuff? That's the spirit. Now, I think it's best if we don't get caught speaking to each other. Overcautious, I'm sure, but I think it's for the best nonetheless. Maybe we can get together for a lad's night out after this is all blown over. Yeah? Aha. Okay. Great. Well, I'll see you soon. I'm Zach Weston. Just sharpening my powers of persuasion. Kann ich jetzt mit Rain quatschen? Zach, let me stop you there. You are one creepy fellow. Now, I don't know what you had going on with Dorota, but I don't want anything to do with it. Do not come back here. Please. Aha. Okay, und mit Lexi kann ich dann auch nicht, ist es klar. Chief ist nicht da. Oscar ist nicht da. Dann müsste ich vielleicht mal in Oscar shapeshiften und zu Zack gehen. Und vor allem, was ist mit dem kleinen Mädchen, das wir gesehen haben? I'm Oscar. Is there anything else I can do? Okay, Zack ist nicht da. Vielleicht sollte ich einfach mal nach Reihe und Glied so durchgehen und, ne? Hi. Hi, I'm Chief DuPont. Und dann quasi am Ende wieder zu Sam zurückkehren, nochmal alles durchgehen und dann dem Chief Inspector Bescheid geben. Okay, Violet will nicht reden. Oder kann nicht reden. Hello. I know you. You're the police chief. I understand that you knew Dorota Shaw. We met briefly, yes. I freelanced for the August Chronicle, and they did a story about her. Was that the first time you met her? As far as I know. I meet a lot of people through work. Some are more memorable than others. I happened to mention my portrait services, so she booked a session with me. When was this? A few weeks ago. What type of photos do you take? For the paper. Record shots that any idiot with a phone can take. My studio is where the magic happens. Mainly portraiture, but I dabble in other areas. Boudoir photography? Sometimes, if that's what the client wants. Are you asking for yourself, or...? It's for the case. Of course. Okay. Chief? Again? Did Dorota have any online friends? She didn't really use any social networks. Didn't have the time. Mainly just cello. Go to any clubs or groups? She helped out at a Rainbows group. I think it's like Cub Scouts for little kids. Did that with her mum. But, I don't know. Unless she was strangled by a 9-year-old. Oh boy, ist es komm. Am Ende ist das kleine Mädchen, das wir gesehen haben am Flur, der Mörder. Das kleine Mädchen der Wanderer ist, beziehungsweise Traveler. Das wäre aber echt... Naja. Gut, dann erstmal wieder zu Sam werden. Ganz normal. Kann ich... Nein. Achso, ja, die haben ihre Sitzungen. Von dem her, nein. Rain und Zack wollen ja...
Zack erzählte dir gestern, dass er etwas zu verheimlichen hat? I bet he is. It was that thing I told you about Dorota. I mean, I didn't know it was her then. He wanted to show me these explicit photos of her, but I refused. And that's when he told me about her being alone on Mondays. I wonder who else he told that to. Okay, wissen wieder was. Dann. It's 8 o'clock and time for another August update. Police investigating the death of 21-year-old Dorota Shaw have said there's no evidence to connect her boyfriend to the murder. Chief DuPont's statement was delivered in response to speculation from local residents that it was a crime of passion. Miss Shaw's strangled body was found by her mother around 10 p.m. last night in what the chief is calling a puzzling crime. I can't believe people are gossiping already, Poe. It's always the person closest to the victim, isn't that what they say? But that poor boy. A reminder also that due to the murder, this weekend's Tulip Festival has been postponed. New dates will be announced soon. The weather's getting worse tonight with heavy rain forecast. So if you're heading out, you might want to take a jacket. Or a cab. Or wear the jacket in the cab. That's 8 o'clock with Poe and Monroe. Meine Herren. Okay, wir können dann schon mal ins nächste Kapitel. Aber ich besuche noch einmal den Chief. Gebe alles durch, was wir wissen. Oder auch nicht. Zach Weston says he was in his studio last night. Rain met Zach already, touting for work. Zach told Rain Dorota would be alone last night. Zach says he's sleeping with Violet, which I doubt. Zach did other photo sessions with Dorota. Boudoir. I wonder what else he's not telling us. Rain still says he was praying in his room, alone. Bronwyn and Lexi lied about being together last night. You're still following up Birmingham. Keep me posted. Yeah, you mentioned the word traveller to me, but he's nothing. Oscar's in the clear. He was playing football last night. He said that Dorota had a wedding dress in her closet. Not many people would know that. That's it. Gut, nächstes Kapitel. Jetzt müssen wir bloß noch mal das Ding anhören. It's 8 o'clock and time for another August update. Police investigating the death of 21-year-old Dorota Shaw have said there's no evidence to connect her boyfriend to the murder. Chief DuPont's statement was delivered in response to speculation from local residents that it was a crime of passion. Miss Shaw's strangled body was found by her mother around 10 p.m. last night in what the chief is calling a puzzling crime. I can't believe people are gossiping already, Poe. It's always the person closest to the victim, isn't that what they say? But that poor boy. A reminder also that due to the murder, this weekend's Tulip Festival has been postponed. New dates will be announced soon. The weather's getting worse tonight with heavy rain forecast. So if you're heading out, you might want to take a jacket. Or a cab. Or wear the jacket in the cab. That's 8 o'clock with Poe and Monroe. Ich finde es wenigstens gut, dass das nur erstmal. Ach komm, Sam, nächstes Kapitel. I've got news. We've done a reading. Fünf Schwerter. Swords. That's the same card as yesterday. Jemand wird sterben. Let's hope it's not the Knight of Wands. This doesn't look good. It's fine. This happens all the time. There are 78 cards in a deck. The same ones come up a lot. I get it, but we drew the exact same cards yesterday. What are the odds of pulling all three again? 1 in 474,552. I know. I get asked a lot. Bet it's a Ten of Swords. It's happening again. There's going to be another murder. Then Lexi did her thing, and now we have a name. Alice Munro. Jo, ist klar. Alice Munro. Der Radio Fritz
Poe und Monroe? Ja, ist klar. Excellent work. Gold star for you. Oh, hello. This is my goddaughter, Sophia. She's only 9 and she's a maths genius. Hello. I have to pop to my room to get something. Be nice to her while I'm gone. Otherwise I might have to smother you in your sleep. Hoi. What's your name? Ich bin der Putz... Sam. I'm Sophia. Pleased to meet you. Do you want to know a secret? Ja? Violet was taken by aliens in their ship. Nein! She doesn't want anyone to know. Sorry about that. Sophia, your mother will be here for you soon, so run along and wait. Now, Sam, how can I help you? Sophia erwähnt Aliens. Gut, das erklärt vielleicht dann die Schizophrenie. She has a wicked imagination for her age. Nimmst du deswegen die Medikamente? I was seeing and hearing things that weren't there. That's why I'm taking pills. Hast du jemandem davon erzählt? I needed to confide in someone, so I told Chief Dupont. Just Chief Dupont. And now you, apparently. Glaubst du, dass du gestern Nacht entführt wurdest? Why are you talking about this again? You understand, every time you mention abduction, it opens up a vault of crushing memories that I'd rather stay locked up. Hat dich jemand gestern Nacht gesehen? No. Not even the moon. Kennst du Alice Munro? Of course. Poe and Monroe. She's on the radio. Hast du sie je kennengelernt? Yes, I believe I did. She was here once for something. Don't remember now. Der Chief sagte, du wirst mir von der Entführung erzählen. Ja, nee, glaub ich nicht. So, Bronwyn. Rain sagte, du kennst dich über Riten aus. Mit Riten, nicht über. A little bit. What did you want to know? Was ist dein Ritual? Ja, was denn wohl? Kerzen aufstellen, eine Beschwörung murmeln und hoffen, dass du nicht... A rite can take many forms, but from what we know about these travelers, it seems to be performing some kind of coming-of-age ceremony. Erwachsen werden? Yes, a rite of passage. Running havoc in our dimension is rewarded in theirs. Not fair, is it? Wird es nun auch wieder 3 geben? 3 attempts? Yes, that's likely. But 3 victims? That's up to you, Sam. No pressure. Kennst du Zach Weston? No. I can do a reading if you want. Ja, mach halt. Kennst du Zach Weston? Ja. Chariot. Is Zach a suspect? I'm sensing there's a lot of tension, pent-up frustration, like he's trying to keep everything together, and if he can just do that... I'm sorry, that's not much help to you, is it? Erzähl mir von Alice Munro. I've heard on the radio, but other than that, I don't know anything about her. I want to help though. Was ist die Verbindung zwischen Alice und Dorota? That's the million-dollar question, isn't it? Although we can be sure of one thing. Beides sind rothaarig. Echt? Ist Alice Munro rothaarig? Yeah,
She sounded blonde on the radio, but Mercury called her as a redhead. Ich brauche deine Hilfe. Yes, of course. Anything. Wirf ein Auge auf Violet. Why Violet? Do you think she's in danger? You don't think she's involved, do you? Das möchte ich wissen. Leave it with me, I'll see what I can find out. And don't worry, I'll be super discreet. Wir sollen ja eigentlich die Münze nicht erwähnen. Nur der Mörder weiß davon. Lexi. So what's the news about Ellis? I feel so useless sitting here. I want to help. Willst du wirklich helfen? Yes, please use me. Tell me what to do. Okay, ich habe ein paar Optionen. Finde alles heraus von Zach Weston, was möglich ist. Who's that? Er ist hier der Fotograf. Is he a suspect? I guess he must be. Okay, I'm on the case. Just give me a minute to get ready and I'll be off. So, Rain. Kennst du Alice Munro? I know the name. She's off the radio. Hard to get away from it in this town. Erzähl mir mehr über Birmingham. In Birmingham, it was a man called Yuri Harris. He worked as a butcher. He beheaded all 3 girls within hours of each other. We couldn't stop it. He pleaded not guilty for reason of temporary insanity. Was passiert? What happened to Yuri? Was passierte mit Yuri, nicht zu Yuri? Boah, diese Übersetzung. Oh, ich krieg manchmal, also wenn es noch so weitergeht, kriege ich bald Kopfschmerzen bei der Übersetzung. What happened to Yuri? Was passierte mit Yuri, nicht was passierte zu Yuri? Warum glaubst du, Yuri war ein Wanderer? Because he said he'd see us again. In August. Before we even knew it was a month and a place. Okay. Chief? Sam, do me a favour, go easy on Violet. If we need to get anything out of her, let me deal with it. She'll open up to me. Violet redet über Aliens. What do you know about it? Vielleicht nimmt sie deswegen Medikamente? It's probably a bit more nuanced than that. But maybe. Gut, zurück zur Pension. Ab ins You're Zimmer. only alive because we want you to be. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Hi, I'm Chief DuPont. So. Dann erstmal zu Violet gehen. Claude. Hat nichts zu sagen. Himmel, Herrgott. Chief, what a surprise to see you. Again. Why didn't you tell me Ellis was next? I told you Dorota was first. And that didn't turn out very well, did it? Let's hope Sam does a better job than you did. Rain ist nicht da. Und Lexi? Auch nicht, okay. Gut, die haben, denke ich mal, soweit ihre Aufgaben. Beziehungsweise Lexi hat Aufgaben, Violet, genau, Bronwyn sollte ja auf Violet aufpassen. Dann... Hello, I'm Violet. I'm Violet. Wobei, ich hätte eigentlich noch als Chief zu den Leuten hingehen müssen. Zu den restlichen. Also hier
Zack und so weiter, ne? Okay, Chief ist nicht da. Zack. Hello, lovely. Take a look at this. It's a picture of Dorota. I don't want to see pictures of your conquests. It's not like that. It's just a press photo. Do you see anything in it? A girl holding a cello. You don't see any movement. Just Dorota. Du siehst keine Bewegungen. Nur Dorota. Hi. Hi, I'm Also zumindest ist das nicht Harry Potter mit bewegte Bilder. Also bewegliche Bilder, bewegliche Fotografien etc. Hoi. Okay, er hat nichts zu sagen. Okay, im Schrank war noch ein Hochzeitskleid. Vielleicht wollte sie ja heiraten und wurde deswegen ermordet. Erstmal zu Sam wechseln. Also wieder normale Gestalt und besuchen Alice. Monroe, nicht Alice im Wunderland, ne? Hoi. You must be Sam. I just got off the phone with Chief DuPont. I can't believe it. First Dorota, now me. Kannst du Dorota? Yes. We were friends. I hadn't known her for long. Only a few weeks. Wie lernst du sie kennen? We met at the gala. I was hosting and she was playing the cello, you know? I guess we talked for a little while and then she asked me for a drink after the show. Was passierte nach der Show? After we'd had a few drinks, she invited me back to her house. I thought we were just gonna chat, watch a movie, that sort of thing. Then she kissed me. I was so shocked. She was so attractive. So I kissed her back. Aha. Du und Dorota hattet eine Beziehung? This is just between us, right? Ja, nur zwischen uns. We fooled around. I don't have many friends, Sam. Everyone thinks because I'm on the radio, I have tons of friends, so nobody ever approaches me. I get lonely. But Dorota was my friend, and I liked making her happy. Machtet herum? I'm not going into detail, Sam. We pledged each other. Multiple times. Nein, du gehst überhaupt nicht ins Detail, aber ja, ist klar. Nein, ich gehe nicht ins Detail. Das war Detail genug, danke. Du wusstest, Dorota hatte einen Freund. Oscar. Yeah. She was a bit confused. When we started seeing each other, she didn't like him touching her anymore. I didn't mind. But she did. So I told her if he wanted to get sexual, then maybe she should try something else. Okay. I said some guys like to watch. So tell him it would be sexy if he could look but he couldn't touch. As far as I know, it worked. Wir glauben, der Mörder beobachtete sie genauso. The killer was in her wardrobe? What? Well, then it had to be Oscar. He's the only one it could be. Oscar spielte gestern Fußball. That doesn't make any sense. Then she was seeing someone else? No. Someone she knew. Knew she'd be alone?
A stalker? Weißt du, warum Dorota ein Hochzeitskleid hatte? It was her mom. She was saving it in case she ever got married. Erzähl mir von Poe. We're co-hosts on the radio. Oh, sorry. You know that already. We've been partners for 2 years now. He's a good friend. Partner oder Freunde? Ja, Friends or Friends. Oder Lovers. Wo finde ich ihn? He's on air at the moment, but he'll be finished at 8:30. Wo warst du gestern Nacht? On air. We both were. We broadcast live hourly news reports. It's how we keep our funding. Kennst du Zach Weston? Not very well. He's done a few shoots of me and Poe to promote the show. Hattest du private Aufnahmen mit ihm? No. Zach keeps asking, but I just don't want to. Not for him, but Dorota did. She gave me the pictures as a gift. She looked amazing. Weißt du, wer dich verletzen möchte? No. Sorry. I did have a strange dream last night, though. My life was playing on a TV screen, and every time I did something, another version of me started playing over the first. In the end, there were so many versions it became a fog. It filled my lungs. I couldn't breathe. And then I woke up. What do you think that means, Sam? Es meint, dass du vor etwas Angst hast. I don't know what. I mean, I'm anxious now. Maybe it was predicting Dorota's death. Or mine. Ich kenne sie noch nicht mal und naja, mal gucken. Ich werde dich beschützen. That sounds reassuring. I hope it's not just words, Sam. You've kind of just asked about Dorota since you got here. Weil sie halt ein Opfer ist, du Vollpfosten. Sam, you forgot your phone. Warum habe ich das Gefühl, dass Alice die nächste Verdächtige ist? Also Zack und Alice und Violet. Die drei verdächtige ich gerade. Jetzt kann ich nämlich auch in Violet shapeshiften. Ui, 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 ui. Mit wem hatte Violet zu tun? Hi, I'm Chief DuPont. So, und jetzt fahre ich mit Chief, zu Alice. Chief DuPont. Thanks for calling in. I'm just checking you're safe. At the moment, my heart's beating 1,000 times a minute and I can't sit still. Every noise or knock on the door makes me jump out of my skin, and I keep looking behind me. Is that safe? Have I ever let you down? What's really worrying you? That you're just saying you're doing things when you're not actually doing anything. What's the plan, Chief DuPont? How do we stop this from happening? How do we stop me from dying? Chief, I wanted to ask you something. Is it about the... What did you want to ask? Am I still a suspect? Ja. But I was playing football, and there was loads of witnesses. How? Everyone is a suspect. It's ridiculous. Yeah. So it's true then? I haven't seen them. I'm sorry. It's all tasteful stuff.
Maybe a gift for you. I didn't get them. Now I feel like I'm the only person who hasn't seen them. Oh, Mann, ist das verzwickt. Es könnte auch jetzt wiederum Oscar sein. Wenn... Jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Ich wollte mich in Alice shapeshiften und Oscar besuchen. Weil sie hat ja irgendwie vorgeschlagen... Irgendwie, ja, Oscar darf zusehen, wann wir hier Spaß haben und so weiter. Hier. Hi, I'm Alice. I'm Alice. Da, toll, nicht da. Junge, 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 dann... Chief ist auch nicht da. Dann Oscar. Und der geht Dingens besuchen. I'm Oscar. Is there anything else I can do? Oscar, I'm so sorry. What can I do? Were you seeing Dorota? Oscar, it's so much more complicated than that. Why didn't you save her? Is it really? Tell me. Oscar, I didn't mean to hurt anyone. That's not who I am. I go out of my way to help people, to be kind to them. So were you helping or being kind? I had feelings for her, Oscar. You should understand that. I'm sorry this is how you had to hear it. But maybe she didn't tell you because she was leaving me. I don't know. I'm sorry. I truly am. I forgive you. You want to make it up to me? How? Maybe if I knew what Dorota saw in you, it'd help. What do you mean? We should sleep together. Oh boy. Na, das kann jetzt was werden. Also... We should sleep together. Oder die Frage löschen. We should sleep together. Ich könnte es riskieren und könnte dann noch schnell auf Pause, falls... Aber ich glaube, nee, das geht, nee. Okay, jetzt ist Alice weg. Wahrscheinlich ist sie jetzt tot. Keine Ahnung. Oscar, good. You got my message. Got some things to show you. What have you got? Does, this mean anything to you? That's Dorota. And what if I showed you this? Alice Do you know her? She's from the radio. And if I do this? Junge, Junge, Junge. Anything? What are you doing? That'll be all. You can go now. Wow. Also manchmal ist das Spiel so ein richtiges Arschlochspiel. Ach nichts, kannst wieder gehen, tschüss. Pff, das ist unglaublich. Wer wusste noch von... Nee, Violet ist ja nicht da. Okay. Ab ins Zimmer. Shapeshiften. Hi, I'm Alice. I'm Alice. Oh, meine arme Hand. Gut. Chief ist nicht da. Okay. Das bedeutet dann Oscar auch nicht da. Okay, gut, dann...
zu Sam wechseln. Unser Standard-Ich. Wahrscheinlich sollte ich jetzt erstmal alle hier als Sam durchfragen. Der Chief sagte, du wirst mir von der Entführung erzählen. I don't really want to. Erzähl es mir. About a month ago, the guest house was empty and I was alone in my bedroom. All I could hear was dripping. Cold tap. Drip. 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 And then it began. I could smell iron, a strong metallic smell. Then I could taste it. Blut. On my tongue. And then weightlessness. Like time and space had stopped. That was the first time they took me. Bockmist. Du hattest wahrscheinlich orale Blutungen und bist zusammengekippt. It's happened 5 times. Even on clozapine. Get that strange aura, then gone. Eye tests for epilepsy, amongst other things. Sure, the scans were normal. Du vergisst alles? No. I have certain flashbacks. Ich brauche wirklich Einzelheiten über die Entführung. It's difficult to explain. I'm stuck in the wall of an enormous room made from these wooden vines, except the vines slowly move and drip with pain. My head is pushed out like I'm a trophy. If I look to my side, there are others, heads, all prisoners, being experimented on. Warum habe ich gerade das Gefühl, dass Violet einen Wanderer in sich hat? Daran experimentiert? They rearrange us like decorations. Suck us backwards into the darkness and then thrust us back through the wall. And when they return me home, I'm broken. Cuts. Bruises. Memories. So, ich glaube, mit den Leuten habe ich ja soweit gesprochen. Genau. It's 9 o'clock and you're listening to Radio August. Investigations into the murder of 21-year-old Dorota Shaw are continuing this evening. Miss Shaw was found dead in her home at approximately 10 p.m. last night in what police are describing as a puzzling case. Residents are urged to be cautious until the perpetrator is caught. I cannot stress this enough, August. Stay safe out there. You mean the world to me. In other news, Monroe has been detained on urgent business, so you're stuck with me until she returns. Never fear, Monroe fans. We still have lots of pre-recordings, so you can relax with her angelic tones. That's 9 o'clock with Poe and Monroe. Jetzt schon nächste. Nee, ich stelle weitere Untersuchungen an. Ich werde jetzt einfach nochmal Shapeshiften in alle. Rufe ein. Nein. Oh. Ich wollte eigentlich auf mein Zimmer. Shapeshiften. Jeden Charakter mit allen reden. Dann dem Chief davon erzählen. Als Sam am Ende. Und dann erst nächstes Kapitel. Ja, klingt nach einem Plan zumindest. Hi, I'm Chief DuPont. Nope. Hat nichts zu sagen. Bronwyn, nein. Auch wenn die so aussieht, als würde sie bald zusammenbrechen. Sie soll ja ein Auge auf Violet haben. Rain ist nicht da. Lexi soll ja mehr über Zack herausfinden.
Rufe ein Taxi, besuche Oscar. Besuchen Zack. Okay, besuche Alice. Okay. Gut, dann... Hello, I'm Violet. I'm Violet. Dann wollen wir mal. Sie ist nicht da. Rain auch nicht. Lexi auch nicht. Eieieiei. Geh in dein Zimmer. Nein. Ich hätte eigentlich gedacht, man kann vielleicht so selber ein bisschen steuern. Man muss halt aufpassen, dass man nicht entdeckt wird, wie man quasi die Haut wechselt. Okay, Chief ist nicht da. Oscar ist nicht da. Alice nicht da. Zack. Okay, ist da, aber gibt nichts zu bequatschen. Gut, dann. Hey. Gut, dann. Hi, I'm Bronwyn. I'm Bronwyn. So. Dann mit Bronwyn durchfragen. Vielleicht gibt's was Neues. Do you believe Tara can predict things now? I'm not one for mystics and crystal balls. I'm a Virgo. It says you're lying about your alibi. Oh, I suppose it has a 50-50 chance of getting it right. What a day. Alice Munro, then. Looks like our trap. I wouldn't be so sure. Looks that way. Should we be worried about Violet? Maybe. She thinks she was abducted by aliens. Then that possibly means she's already been a traveler target. What else did she say? Something about being in a row of heads? So there... Sounds about right. Uff. Lexi. Ron, what are we going to do about Alice? What would you do about Alice? I don't know. That's why I'm asking you. Let's think. What have we tried before? A few times we've caught up with the Traveller, nothing's worked. Talking to them? Killing them? Restraining them? If we lock up the killer until Mercury tells us Alice is safe, that could work. But who is the killer? Alice. Okay, wir hätten Alice, wir hätten Violet. Ja gut, theoretisch könnte auch Sam, also wir selber der Mörder sein. Das wäre ja auch so ein... wie nennt man's? Gedönse. Wie nennt man das? Nicht Plot Twist, aber so ein... Oder doch? Mann, wie nennt man das? Nicht Plot Twist, nicht Game Breaker, aber hier so ein Game Changer, irgendwie sowas. Violet. Alice oder Violet? Alice. Es könnte aber auch Zack sein. Könnte aber auch theoretisch Oscar sein. Aber ich würde eher mit Alice, Zack oder Violet gehen. Einer der dreien könnte es gewesen sein. Violet hat Schizophrenie, erinnert sich an nichts. Zack ist ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen zwielichtig. Und Alice hatte ja mehr oder weniger eine Affäre, in Anführungsstrichen, mit Dorota. Und hätte Oscar vorgeschlagen, ja, schau uns halt zu. Aber dann wäre Oscar auch wieder einer der...
Und Rain, Alice. No, she's an ex-victim. Unless Mercury has it wrong. Oh, cool, da stand sogar in Englisch noch lief dran statt gehe. Okay, Lexi, rufe ein Taxi. Chief. Ist nicht da. Alice? Who are you? What are you doing in my house? Get out now before I call the police. Okay. Okay, hab jetzt aber auch nichts sehen können. Zack? Nee. Oscar? Auch nicht. Dann Shapeshiften. In Rain. Hello, I'm Rain. Mal gucken, ob wir mit Rain was rausbekommen. Who is Sophia? You saw her, did you? She's my goddaughter. At that age where she overshadowed. Is she a ghost? Löschen wir mal raus. Ach komm, wer hält. Ach. Aber ich habe sie ja jetzt. Also. Gut, ich bin ja jetzt nur in der Gestalt von Rain. Aber ich als Sam habe ja selber Sophia gesehen. Von dem her. What is it, Ray? I have a plan. You do. Enlighten me. Maybe Ellis should stay with us. With our track record. If she gets killed anywhere near us, we'll be sent to jail, whether we did it or not. That's cold. I'm just being practical. Alice's fate is in our hands. Ours isn't. Hätte ja. Hi, Rain. Did you miss me while I was gone? So, Ellis Monroe. I'm honestly not going to try and worry about this one. We've told Sam, and I think that's all we can do. Really? Well, what's Sam going to do? I believe Sam is going to save Ellis. According to the Ouija, this could play out in a lot of different ways, but mostly saving Ellis. What other ways? Ellis could run, Ellis could die, Ellis could be saved, mistaken identity, someone else dies. There's a lot of noise coming from the beyond, but it's not just a load of voices saying Ellis will die. Sam's got this. Warum habe ich gerade irgendwie das Gefühl, bei meinem Glück wird Alice draufgehen? Okay, Chief ist nicht da. Oscar? Nicht da. Zack? Nicht da. Alice? Haven't you done enough predicting my death? I'm sorry. It's okay. I'm just kidding. I know it's not your fault. Well, unless you're the killer. Have you made a decision about the show? I think it's a no. Sorry. It's just the reading that you gave me the other day. I don't want to scare off the... Why would I scare off your listeners? They don't want to hear talk of death and darkness. Well, they do, if it's in a story. I said you were going to die? You didn't say you're going to die, just like that, but I remember the death card. And you said it was... What was the word you used? My challenge. That I needed to die so I could be free from my chains. I know you said it doesn't mean literal death, but maybe it does. Okay. Lexi? Hi, I'm Lexi. I'm Lexi. Okay, nichts Neues. Lexi Korn
How thin are these walls? What do you mean the walls are thin? I can hear you screaming at your Ouija board. Last night too. I feel like I've heard your whole life story. What did you hear? Does Sam like me? Is Violet a lesbian? Will Ellis die? Well, Bronwyn... The last one, don't worry about that. Why not? I'm gonna stick around until you're sick of the sight of me, alright? I'm not in danger. Ellis is in danger. Sam's in danger. Okay, Sam ist auch in Gefahr. Gut, ich könnte vielleicht mich als Alice ausgeben. Ach, komm schon. Nee, so funktioniert das nicht. Ich wollte gerade sagen, ich könnte mich als Alice ausgeben und könnte dann in ihrer Wohnung sein, während die richtige Alice dann hier ist. Our job is so stressful. Tell me about it. Chasing around the unknown, trying to triumph good over evil, generally standing around helpless watching people die. Why do we do it? For me, it's a common decency thing. Hi, I'm Bronwyn. Did you know the Earth was overrun by transdimensional evil? Want to help fix it? Sure. Transdimensional evil? I'll read the manual, Lex. People are afraid of ghosts, zombies, and aliens. They never even think to consider the possibility that there are millions of universes, potentially with millions of predators, all far more evolved than we are. What are our chances of victory? Minuscule. But if we don't fight at all, 0. Chief, nicht da. Oscar, nicht da. Zack. Sorry, we're closed. Okay. Unless you're here for something else. Smirk, smirk, I'm a smirk. friend of Dorota's. Dorota. Sorry about what happened. Dorota told me things about you. Things? That's ominously vague. I'm not sure what you mean. Sorry, I didn't catch your name. Lexi. Lexi. I like it. It's got an edge. Dorota said she knew you. Yeah, she had a portrait session with me. Can I get you a drink? No thanks. Sure. Das ist aber kein Wasser. Stopp! Stopp! Here, I've only got vodka. You're old enough to drink, right? Of course. Puh, Junge, 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 Junge. Die Leber lässt grüßen, ne? Just checking. Have you ever thought about dyeing your hair red? I think it would suit you. You're Suspekt. dating Violet, aren't you? No, we're just friends. That's not what you told Sam. That's not what Violet thinks. Violet doesn't always see things clearly. It's fine. I know how to handle her. Doesn't see what clearly. You know, some women, they think a bunch of flowers means a relationship. Anyway, why are we talking about Violet? Let's talk about you. Was für ein Arsch. I know what you did to Dorota. I didn't do anything to Dorota. You killed her. You seduced her. You make it sound so sordid. Dorota didn't do anything she didn't want to. Okay, Alice ist nicht da. Junger Vater, hey. Das waren mindestens 3 oder wenn nicht sogar 4 Finger hoch Wodka. Also, auf nüchternem Magen. Ja, nun, da fährt man halt ein kleines bisschen Karussell. Gut, dann Alice. Hi, I'm Alice.
Und warum wollte Zack, dass Lexi sich die Haare rot färbt? Das war ja nämlich gerade das Verdächtige daran. Niemand da. Oh. Rufe ein Taxi, besuch den Chief. Der ist auch nicht da. Da hat nicht die Pension. Ich wollte eigentlich gerade, rufe ein Taxi. Oscar, der ist nicht da. Dann Zack, der ist nicht da. Zurückwandeln. In Zack. I'm Zach Weston. Just sharpening my powers of persuasion. Vor allem, es hieß ja eigentlich, wenn man, gut, man erfährt die Blickwinkel der anderen, aber ich dachte eigentlich, dass man da vielleicht Zugriff auf Erinnerungen hat. I think we should break up. I need to talk about Ellis Monroe. What have you been doing with Ellis Monroe? What haven't I been doing? You are so irritating. Want to fool around? Is that really all you think about? It's starting to look like August has a serial killer targeting redheads. Look at my hair, Zach. Does this look red to you? I think we should break up. Why do you want to break up? I don't love you. I'm cheating on you. With who? Dorota. I thought so. Well, Dorota isn't here anymore. Ich hätte Lexi vielleicht nehmen können. Curse of sleeping with you, obviously. How dare you break up with me? It's my decision. And I haven't made my mind up yet. Bring ihn um. Vielleicht hätte ich Lexi, weil der hat's ja voll auf Wobei, er hat's ja eigentlich mehr oder weniger auf Lexi abgesehen, Zack. Und hat halt auch gemeint, hättest du dir... naja. Bronwyn? Nein. Lexi ist nicht da. Chief, der dürfte nicht da sein. Oscar dürfte nicht da sein. Alice. Zach, what are you doing here? Oh. I've been a naughty boy. I need to tell my previous partners. Good to know. I'm not one of them though, so unless there's anything else? Pose for me. Zach, please stop asking. It's not... Just undo a few buttons. Are you bullying me into taking my clothes off for you? That's sleazy. Just leave, Zach, before I call Chief DuPont. Okay. In mein Zimmer. Alice habe ich ja schon. Gut, dann fehlt nur noch Oscar. I'm Oscar. Is there anything else I can do? So. Dann noch mit Oscar rumfragen. Und dann haben wir auch schon das nächste Kapitel. Also Violet oder Zack? Wobei Violet sich doch ernsthaft leichte Sorgen macht. Hey, ich habe rote Haare, ich könnte die Nächste sein. Aber, Violet, Zack oder Oscar? Oder Alice? So. Sam.
Gut, dann nochmal mit allen quatschen. Gucken, ob wir was rausfinden. Chief Deputy Bescheid geben. Was it a gold coin? Shit, darauf habe ich jetzt nicht War es eine Goldmünze oder war es einfach nur eine Münze? I should have known. That's the same as Birmingham. Ich glaube ja. Although they beheaded the victims, they all had gold coins in their mouths. It's their way of marking their territory to prove it's their work. Okay. Verdammt. Also die betrogen wurde. Violet? Ja, aber die hat Schizophrenie. Also, meine Verdächtigen oder meine Hauptverdächtigen sind Violet, die an Schizophrenie leidet und Cleozepin oder irgendwie, wie das heißt, nehmen muss. Die zweite Verdächtige wäre Alice, die Rothaarige, die als nächstes auf der Dinnerliste steht oder auf der Todesliste. Zack, der Fotograf, ist einer der Verdächtigen, den ich im Visier habe. Und halb im Visier wäre Oscar, der Freund von der Verstorbenen des Opfers, von Dorota Shaw. Yeah, she asked for a sample reading to show what I could do. Hast du sie auch für Poe gelegt? No, he didn't seem all that interested. It's a shame. He seems like a man with lots of interesting demons. Die erste... ja. Moment. Also Violet, die habe ich im Verdacht. Weil sie, wie gesagt, unter Schizophrenie leidet und sich nicht mehr erinnert, beziehungsweise wo sie Montag zum Mordzeitpunkt war. Nella, grüße dich, schönen Abend wünsche ich dir. Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut, hast du hoffentlich einen angenehmen Sonntag. Rufe ein Taxi. Okay, ich kann nächstes Kapitel. Nächste. Alice, die verdächtige ich. Zack, der Fotograf, verdächtige ich. Und ich verdächtige Oscar, der gerade nicht da ist. Der Freund der Verstorbenen. Ich werde mal wieder krank, habe den ganzen Tag schon Halsschmerzen. Gute Besserung dir. Geht aber rum, weil ich war nämlich heute Mittag bei meiner Ex-Vermieterin. Wow. Okay, einen Moment. Ich brauche dringend eine neue Webcam. Habe ich das eigentlich schon gesagt? Ja, wow. Ja, ich brauche eine neue Webcam. Weil da kommt man nur so ein kleines bisschen an ein Kabel ran. Und ich will jetzt auch garantiert nicht hier den Stream kurz ausmachen, wegen der Cam. Verliert ab und zu die USB-Verbindung. Entweder das ist irgendwas mit dem Kabel oder mit dem USB-Anschluss am Rechner, weil ich habe ja vorne am Gehäuse habe ich 3, 4 USB-Anschlüsse, hinten habe ich noch USB-Anschlüsse. Aber das Problem ist, was ich halt habe mit OBS vor allem, also Webcam und OBS. Ich darf jedes Mal die Webcam in OBS erstmal, bevor ich OBS starte, ausstecken, wieder einstecken. Dann kommt OBS nämlich klar, hey, du hast eine Webcam. Ansonsten davor erkennt OBS nämlich meine Webcam überhaupt nicht. Und Treiber, naja, es ist halt eine Webcam von Microsoft.
Da ist es, nö, Treiber gibt's keine mehr, die werden mit automatischen Updates oder mit Windows-Updates gemacht, deswegen brauche ich eine neue Webcam. So, Chief, kann ich noch ein paar Sachen? Halt, Zack, genau. Wir können ihn über Alice fragen. Kennst du Alice Munro? Monroe. Everyone knows her. She's a local radio star here. Und du, Drecksau, willst Fotos von ihr machen, das wissen wir ja. Hast du sie getroffen? Couple of times, promo shoots, that sort of thing. Noch etwas? No, she is my type though. Type of model. I'll ask her about the boudoir shoot again. So ein Arsch. Okay, Alice. Nee, mit der können wir ja nicht. Okay, gut. Ich gehe jetzt nochmal Chief. Mal gucken. Was wissen wir? We've got a new target. Alice Munro. Alice said she was in a relationship with Dorota. She kissed a girl and she liked it. She told you where John Pope, or Poe, is going to be next. Rain still says he was praying in his room, alone. Bronwyn and Lexi lied about being together last night. Lexi's doing some investigating for you. As if that'll help. Rain told you about the Butcher of Birmingham. It's a thing. Made an interesting read. Those tarot readers hang out with death. His explanation of it, it's all fairy tales, so I'm not getting involved. Violet says she doesn't remember last night, but I've got that in hand. Violet told you about her brush with aliens? You seem far too interested in those kind of things. Zach Weston says he was in his studio last night. No one corroborates. And he keeps asking Ellis to pose nude. Could be motive. Oscar's in the clear. He was playing football last night. He said that Dorota had a wedding dress in her closet. Not many people would know that. That's it. Ja, und das ist halt eben das Opfer. Dorota Shaw. Ja. Gut, dann ab ins nächste Kapitel. It's 9 o'clock and you're listening to Radio August. Investigations into the murder of 21-year-old Dorota Shaw are continuing this evening. Miss Shaw was found dead in her home at approximately 10 p.m. last night in what police are describing as a puzzling case. Residents are urged to be cautious until the perpetrator is caught. I cannot stress this enough, August. Stay safe out there. You mean the world to me. In other news, Monroe has been detained on urgent business, so you're stuck with me until she returns. Never fear, Monroe fans. We still have lots of pre-recordings, so you can relax with her angelic tones. That's 9 o'clock with Poe. And Monroe. And Monroe. Gut, dann ab ins nächste Kapitel. So, jetzt können wir noch Poe besuchen. Besuchen wir aber erstmal Alice. Noch lebt sie. Okay, gut. Ja, dann besuchen wir gleich mal Poe. Was wollte ich jetzt sagen und nicht lügen? You're the detective. Monroe just called. This is madness. Who would want to hurt her? Bist du Alice nahe? We've worked together for years. She's the light to my shade, the angel to my demon, the diamond to my lump of coal. She told me to say all those things. Datet sie jemanden? I believe not. She has a big heart, and in my opinion, opens it too easily. Der ist creepy, ja. Also, könnte es sein, dass er vielleicht auch der Mörder von Dorota war? An den ersten Stellen würde ich sagen, Violet und Zack, die beiden. Dann Alice. Vielleicht zusammen mit Poe. Detective Markov ist wieder am Start. Grüß dich, Minsk. Ja, es ist halt, schönen Sonntag wünsche ich dir. Schönes Wochenende vor allem. Es ist ein Detektivspiel, ja. Hab aber ganz stark das Gefühl, das ist wie The Complex, also ein FMV-Spiel.
Full-Motion-Videospiel. Du hast nur eine einzige Storyline und musst halt Entscheidungen treffen und dann geht es halt dementsprechend so entlang. Hast jemanden, Monroe? Only a madman. Or woman. Monroe is August's sweetheart. Poe and Monroe. That was her idea. Poe and Monroe? Our show. We were just another... It was Monroe who decided we should have a theme. Dark Nights with Poe and Monroe. Don't tell me you haven't heard it, Detective. That's what the Free Radio Project is all about. Das Ding ist halt, das Spiel, Übersetzungen, naja, also von Englisch auf Deutsch, naja, die Übersetzung ist manchmal nicht so das Wahre. Und und die Hänger manchmal während den Videosequenzen, das ist auch der Hammer. Was ist das Free Radio Project? Projekt. Hier, da haben wir es schon. Project, nicht Projekt. Uniting August via the airwaves. Monroe's been delivering free radios anywhere people might want to listen. Doctors' surgeries, hairdressers, the guest house. Wie kannst du sich kostenlose Radios leisten? I believe she charmed the local electrical store into donating them, in exchange for free advertising, of course. Kanntest du Dorota Shaw? We interviewed her about her scholarship not too long ago. Do you think whoever killed Dorota plans to kill Monroe? What makes you think she's in danger? Ein Tarotkartenleser sagte es vorher. Tarot? Does this have anything to do with... Stop by. Welcher Herr? Na, Moment mal. Wo warst du gestern Nacht? On air. Much of our broadcast is pre-recorded. But we always do the hourly news live. Er hätte eine Stunde Zeit gehabt, zum Beispiel Dorota zu töten. Der hätte es, sagt man mal, schaffen können, oder Alice, von der Show schnell abzuhauen, diejenige zu töten. Das Problem war, sie müssen ihre Nachrichten live machen. Um 21 Uhr wurde Dorota Shaw, lag der Todeszeitpunkt um 21 Uhr. Um 22 Uhr hat ihre Mutter sie im Schlafzimmer gefunden. Erwürgt. Erzähle mir von August. You know, this town is fascinating. There's a lot more to it than meets the eye. Have you ever read up on the real history of August? Nein, erzähl mir mehr. The official story is that Mary August retired from a life on the high seas, found a nice spot here, and used her ill-gotten gains to establish a town. But that's not what really happened. Ich bin mir nicht sicher, es interessiert mich. I'm not sure it interests me. What happened really? It's true that Mary August was a pirate, but she didn't retire. Off the coast, Mary and all of her crew sought refuge in a small fishing town. This one. Mach weiter. They slaughtered everyone. Men, women, and children. All dead and dismembered in their own homes. The bodies were dumped in a mass grave. Well, the body parts. And the pirates moved in. Wo ist das Massengrab? Also jeder aus August stammt von Piraten ab. No one knows. It seems at some point it was built over and then forgotten about. It could be under the school, or the church, or right beneath our feet. Okay, gehen wir. On that note, I should probably get back to the booth. The show must go on. Death threats be damned. Look after Monroe, Detective. She's the only Monroe I've got.
Hoi, Alice. Du hast ein Radio zur Pension geliefert? I delivered radios all over town. I don't think I should have bothered with some of them, though. I don't think... Violet, is it? I don't think Violet liked me very much. Vielleicht war sie eifersüchtig? Maybe. I don't know why anyone would be threatened by me, though. I'm not interested in stealing anyone's man. Oscar? Hey, I'm going. There's too many people asking questions. It's exhausting. I'm off to stay at my aunt's. I'll come back tomorrow, but I've said everything I can say. Okay, der wird jetzt wahrscheinlich... Also manchmal... Ich weiß ja... Ich weiß ja nicht. Oh Gott. Okay, Zack. Hoi. Wo wirst du in den nächsten paar Stunden sein? Probably right here. Why? I didn't realize I was under house arrest. Nein, aber du bist suspicious, Freundchen. Du solltest vielleicht an einen Ort gehen, wo Zeugen sind. Thanks for the advice. I hope I'm not the only suspect. Ah, die einzigen Verdächtigen bist du jetzt erstmal. Oscar, keine Ahnung, ob er wirklich zu seiner Tante geht. Und Violet. Oh, it's you. I was hoping it might be Zach. Keine Angst. Wir werden noch gleich zu Zack. Kennst du John Pope? No. Von Poe and Monroe im Radio? Oh, him, yes. I've heard him on the radio. Never met in real life, though. Wirklich? Er lieferte kein kostenloses Radio? Are you mocking me, Sam? No, I have never met the man. Hast du vor kurzem Zack gesehen? No. And I've got some very important news for him if he ever shows up. Wichtige Neuigkeiten? Yes. If he ever shows up. Alice sagte, sie gab dir ein kostenloses Radio? Yes, now I remember. It's the one in the hall. Sometimes cuts through the unbearable silence in this place. Erinnerst du dich an etwas anderes? Not really. I expected her to be blonde for some reason. Ja, dann... Don't confirm the existence of travelers. They're not ready. Okay, ich kann jetzt sogar... Oh Gott, wie viele Leute kann ich jetzt copycatten? Ihn? Zack? Ich hoffe nur, dass Violet... Oh, it's you. Ja. Mit der Schere zu ihrer Patenkind will. Sophia. Naja. Sorry, Sam, what can I do for you? Geht es dir gut? Yeah, I always cry around this time of night. What's the point, Sam, huh? If we can't save them. Mercury is a curse. It's like some tourist guide for murders. I try for Alexi and Rain to make them think that we can make a difference, make a change, but we haven't so far. What if we can't make a change? Ich bin hier, Dinge änderten sich. Wieso änderten sich?
Maybe. If we could just save one person, Sam. Alice. We need to save her. We need to. Achtest du auf Violet? Yes. She's definitely got a monkey on her back. Was meinst du? I saw her get changed. She's got all these scars on her back in the shape of a monkey. Like they've been burned into her. What the hell happened to her, Sam? Sonst noch etwas? Yes. I managed to sneak a look at her laptop. She's been Googling Alice Munro. Oh, it's you. Ja. Maybe Zach. Ja. Du hast Narben auf deinem Rücken? Yes. Should I be surprised you've seen it? Years ago, tattoos and piercings were frowned upon, but they're all in vogue now. Maybe branding scars will be in fashion too. Ja, aber doch. Ja, aber Brandwunden, die wie ein Affe aussehen? Vielleicht ist die wirklich durch ihre Schizophrenie hat, dass die einen Wanderer hat. Rain. Wie fängt man einen Wanderer? Honestly, you don't. Once they're caught, a few hours later, they've hopped timelines into someone else. We just keep chasing them. Continuously trying to stop them ruining lives. Und das meinte ich hier mit der Übersetzung. Ah. Ehrlich? Du nicht. Was? You don't. Du nicht. Also da wurde schlampig übersetzt. Wenn dann, ganz ehrlich, kann man nicht. Oder kannst du nicht, aber nicht du nicht. Kannst du sie dazu zwingen, zu verschwinden? No, but they don't like being exposed. If Mercury pointed them out, they're already in trouble. Woran merkst du, dass sie weg sind? We'd do a reading. Mercury would know. Also ich weiß nicht. Lexi! Was passiert denn mit Zack? It was weird. Zach thought he'd already met me. Why would that be, Sam? Ich habe keine Ahnung. He thought I'd gone back to have my photo taken on a bed. What sort of photographer is he? Die schäbige Sorte. And you sent me there by myself, Sam. Anyway, I did find out one thing. Was ist das? He has a massive collection of books about serial killers. What's that about? Dass er vielleicht ein interessantes Hobby hat? Okay, gut, man sieht ja die Webcam nicht mehr. Die Webcam habe ich ja jetzt mehr oder weniger ausgemacht. Ja, und ich interessiere mich manchmal auch für Serienkiller, vor allem von den amerikanischen Sorte hier. Hier, wo vor kurzem ja, oder was ist vor kurzem? Wann war das? Letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Da kam ja die Serie Dahmer raus mit Evan Peters. Wo sie quasi Jeffrey Dahmers Werdegang verfilmt haben. Als Serie. Wo dann im Gefängnis umgebracht wurde. Oder hier, wer noch alles? Himmel, Herrgott. Ted Bundy? Ted Bundy? Was, glaube ich, Ted Bundy? Eileen Wuornos und so weiter. Schwierig, ich weiß, aber interessant. Was kannst du mir über Poe erzählen? He's off the radio. I don't really know him. Actually, I'm glad you're here. I really, really want to do a reading for you right now. You know, to help. Okay. Sie hat ja gesagt, erstmal soll ich den, wo sie gemeint hat, flirtest du mit mir? Okay, sie hat kein rotes Haar, ich wollte schon sagen. Hat sie ja gemeint, Kat, okay, irgendwie flirtest du mit mir? Okay, kümmere dich erstmal um den Mörder, danach kümmerst du dich um mich. Great. Let me just draw 3 cards for you. Hast du überhaupt schon durchgemischelt? Soll ich nicht deine Frage... Solltest du nicht mischen? I shuffled before you got here.
Oh, the Two of Cups. That's mysterious. Is there anyone you feel a spark of attraction to? Maybe someone you've met recently? The Lovers. I did not expect that. It seems this attraction has the potential to be life-changing, if you want it to be. And finally, the Knight of Cups. This card is about pursuing your heart's desire. I think it's time to tell that someone special how you really feel. Wow, what an interesting reading. Does it mean anything to you? Anführungsstrichen, interessante Lesung. Eine interessante Lesung. Ist klar, die hat doch gleich so die Karten gemischt und hat so heimlich irgendwie. Ich würde aber lachen, wenn in Wirklichkeit Lexi die Mörderin ist, die Dorota Shaw umgebracht hat. Und ich dann mit einer Mörderin zusammenkomme. ich würde das feiern. Das bedeutet, ich sollte dich um ein Date fragen, wenn wir das überleben. You catch on quickly, don't you, Sam? Oh, Cutie. Rufe. Achso, ja, stimmt. Jetzt kann ich ja wieder shapeshiften. Die Leute befragen. Aber ich glaube, ich gehe gleich mal zu Poe und dann zu Alice. Du verwandelst dich in jeden Chamäleon. Oh, and this is your August update. August update. Okay, ich glaube, ich habe jetzt alle Charaktere. Weil ansonsten würde das nicht umsonst auftauchen, das Achievement. Verwandle dich in jeden. Dann rufen wir ein Taxi, besuche Alice. John, Ich bin gespannt, was I'm gonna be rauskommt. fine. Ich bin okay. Chief, nicht da. In mein Zimmer. Dann ab zu Zack. I'm Zach Weston. Just sharpening my powers of persuasion. Gut, dann gehen wir mit ihm zu Violet. Ich hoffe, Violet klatscht ihm eine. Zack, the game is up. I think you should leave. What? I know where you were last night. I followed you to Dorota's house. Aha. Well, I didn't know it was Dorota's house until we arrived. Call it women's intuition. I was at the studio. No, you weren't. That detective's not stupid. Dupont might be, but not Sam. They'll put two and two together. And then what? And then they're going to arrest you. You weren't there long, I suppose, but then I guess it doesn't take you long, does it? You were spying on me. I followed you there, then back to the studio. You lied to the police. You lied to me. Done with you. We're finished. Don't come back here again. Oder sie hat Dorota getötet aus Eifersucht, wenn sie schon Zack verfolgt hat. Aber sie hat nichts davon erwähnt. Aber sie hat nichts davon erwähnt, dass sie ins Haus reingegangen ist. Gut, dann Shapeshiften. Hello, I'm Violet. I'm Violet. Dann gehen wir zu Zack. Stellen ihn zur Rede, nachdem wir das gehört haben. I followed you to Dorota's last night. Are you insane? Why did you follow me, you stupid bitch? You killed Dorota. No.
I did not kill Dorota. But thank you for spreading that rumor. Ich hätte das andere wahrscheinlich auswählen sollen. Okay, Chief ist nicht da. Da muss ich halt Sam wahrscheinlich. Also als ich. Verdammt, dann hatte er also... Was, wenn er mit Dorota Sex hatte? Jemand ist im Kleiderschrank gewesen. Ob Alice vielleicht? Violet, I'm actually a bit tied up at the moment. Well, in danger, actually. Oder Oscar? Like me. Und hat dann Dorota umgebracht. What? I like everyone. What makes you say that? You're trying to take Zach from me. You told Sam I didn't like you. It's just, when I dropped the radio off at the guest house, you weren't very welcoming. I get suspicious of free things. There's always strings, right? Did you feel guilty about not listening? It's okay. I'm not a doctor. So we can be friends now? Yes. Amazing. I've got a lot going on at the moment, which hopefully I'll get through. And if I do, I'll come and see you at the guest house sometime. Okay? Gut. Zurück zur Pension. Zu Sam werden. Und jetzt zum Chief. Sam, I've got some heavy rain news. Was hast du über Rain? Lawrence Petrovsky, that's his real name. And no, he's not a Russian spy. But he does have a criminal record. Wie die anderen. Was machte er? He was charged with the murder of a 21-year-old artist. By all accounts. Wann war das? About 3 months ago in Hong Kong. Be careful, Sam. If you're going to ask him about this, it could be a flight risk. And you know, there's a good chance he could be the killer. Oh. Oh, komm schon. Wir drehen uns im Kreise. Was wissen wir? Rain's still a suspect. No corroborated alibi. Bromman Castle has one. Lexi Taylor doesn't. I got my search back on Rain, or Petrovsky, as we should call him. He's got priors that you're looking into. Rain met Ellis when he was touting for work. He gets around quickly. Zach seems to be a fan of serial killers. At least you've told me he has an extensive book collection on them. Ellis knows Violet because of the free radio project. Violet's been doing some web searches on Ellis. You think that's a jealous streak. I think it's a sign of the times. You've still not accepted my friend request, have you? Ellis thinks Violet doesn't like her very much. I'm not sure I like you very much. Where's the proof? Violet's just admitted being at the crime scene last night with Zach. It's not looking good for Zach now. Oscar's in the clear. He was playing football last night. He said that Dorota had a wedding dress in her closet. Not many people would know that. I think you've narrowed it down to Zach, Rain, and Lexi. That's just my professional opinion, mind you. Feel free to ignore the person who hired you. That's it. It's now 10 o'clock. Here's your August update. Investigations deepen into last night's murder of 21-year-old Dorota Shaw. Miss Shaw, a talented cellist who had recently been granted a place at Juilliard, was found strangled at her home last night. With the murderer still at large, Chief DuPont has urged residents to remain calm and stresses there is almost no chance of anyone else being harmed. Alice, if you're listening, let me know you're okay. In other news, a handful of August residents have reported seeing strange lights in the sky earlier this evening. The lights, which witnesses describe as searingly bright, were spotted over the east edge of town, past the fire station. Have you seen any strange lights? Or for that matter, little green men? Let me know. That's 10 o'clock with Poe. Ich stelle noch weitere Untersuchungen am besten an, bevor ich ins nächste Kapitel gehe. Ich würde gern als Alice kurz gehen und zu Poe. Halt hier. Und dann zu Poe gehen.
Hi, I'm Alice. I'm Alice. Also, 3 Hauptverdächtige jetzt. Zack, Lexi. Doch nicht Lexi. Zack, Lexi und, Rain. Das schmeckt mir irgendwie überhaupt nicht, aber naja. Poe. I'm so sorry. You mean everything to me. I won't let you die. Are you okay? Of course I'm okay. It's you who's shrouded in darkness, my love. Elle, we must finish what we started. Nope. What do you mean? Us. Our love. I don't care what happens to me. I'm going to leave. I know I keep saying it, but this time, I really do mean it. Are you ready to spend the rest of your life with me, no matter its length? Nein. Nein. Was für ein... Aber wir können auch für Chaos sorgen. Junge. Elle, I fell in love with you the first day we met. You ripped out my heart, diced it into pieces, and reshaped it in your form. I will always be yours, forever. Elle. Will you marry me? Oh mein Gott, was hab ich angerichtet? Es heißt ja wie in guten und in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheidet. Elle, I love you. Gratuliere, du heiratest. You don't know how happy you've made me. My angel. My absolute angel. Ein Achievement bekommen. Are you really married? Yes, you've met my wife and family. They're sadly not actors I've hired to make my life look richer than it is. Tomorrow, I will tell her about us. And I will leave her. Another heart broken, another family destroyed. Another villainous father. Is your wife gonna kill me? No. At least I don't think so. She doesn't know anything about us. Not yet, anyhow. Oh Gott, was habe ich angerichtet? Oh mein Gott. Oh boy, es kommt eine böse Überraschung auf Alice zu. Okay, ich gehe als Sam wieder. Fliegst du durch solch eine Sache auf? Keine Ahnung. Also, ich muss jedes Mal in meinem Zimmer, in der Pension, ein Shapeshifter. Ich bin ja eigentlich ein Detective. Bisher bin ich noch nicht aufgeflogen. Das ist ja das Interessante. Ich meine, ich könnte jetzt zu ihm werden, zu Alice gehen, aber... August Update. Aber ich glaube nicht, dass ich da mit Alice jetzt was... Rufe ein Taxi, besuche Alice. Übrigens, wir sind jetzt verheiratet, nur damit du Bescheid weißt. How long have we been together now? On the radio? I started at Radio August about 2 years ago. Why? No, I mean, do you want me to leave my wife? I only want you to do what makes you happy. I'll be waiting for you either way. Okay, wir haben... Why didn't you tell me about Dorota? Ich habe schon mal nichts falsch gemacht. What didn't I tell you about Dorota? That you were sleeping with her. It was just a fling, John. I wanted to try something different.
To stretch myself. I would have told you eventually. Eventuell. All three of us could have had fun together. You do want to have fun with me, don't you, John? Definiere Spaß. Sie hätte mit Dorota geschlafen und der Mann hätte zugeschaut. Das ist ja ein super Spaß. Sorry, wenn das jetzt so ein bisschen arschig rüberkommt, aber das hatte sie auch bei Oscar behauptet, weil Oscar ist ja eigentlich der feste Freund von Dorota, der Ermordeten. Der ist ja jetzt zu seiner Tante, weil wegen die ganzen Leute, die kommen und Fragen stellen. Er muss erstmal zur Ruhe kommen. Was wollte ich jetzt sagen? Himmel, Herrgott, nochmal. Da hat der Alice auch gesagt, ja, Dorota und sie hätten halt rumgemacht und Oscar hätte einfach zugeschaut. Dann hätten sie Spaß zu dritt gehabt. Wo ich mir auch so denke, wow. Naja. Okay. Dann gehe ich nochmal zu Chief. Was wissen wir? Nochmal Revue passieren lassen. Rain's still a suspect. No corroborated alibi. Bromlin Castle has one. Lexi Taylor doesn't. I've got my search back on Rain, or Petrovsky, as we should call him. He's got priors that you're looking into. Rain met Ellis when he was touting for work. He gets around quickly. Zach seems to be a fan of serial killers. At least, you've told me he has an extensive book collection on them. Ellis knows Violet because of the Free Radio project. Violet's been doing some web searches on Ellis. You think that's a jealous streak. I think it's a sign of the times. You've still not accepted my friend request, have you? Ellis thinks Violet doesn't like her very much. I'm not sure I like you very much. Where's the proof? Violet's just admitted being at the crime scene last night with Zach. It's not looking good for Zach now. Oscar's in the clear. He was playing football last night. He said that Dorota had a wedding dress in her closet. Not many people would know that. I think you've narrowed it down to Zach, Rain, and Lexi. That's just my professional opinion, mind you. Feel free to ignore the person who hired you. That's it. Gut. Ich könnte jetzt schon ins nächste Kapitel gehen. Ja, komm. It's now 10 o'clock. Here's your August update. Investigations deepen into last night's murder of 21-year-old Dorota Shaw. Miss Shaw, a talented cellist who had recently been granted a place at Juilliard, was found strangled at her home last night. With the murderer still at large, Chief DuPont has urged residents to remain calm and stresses there is almost no chance of anyone else being harmed. Alice, if you're listening, let me know you're okay. In other news, a handful of August residents have reported seeing strange lights in the sky earlier this evening. The lights, which witnesses describe as searingly bright, were spotted over the east edge of town, past the fire station. Have you seen any strange lights? Or for that matter, little green men? Let me know. That's 10 o'clock with Poe. Ich gucke gerade nur die Achievements durch. Ich kann sogar sterben. Interessant. Naja, ich bin gespannt. Nächstes Kapitel. August's gone crazy tonight. I've just got off the phone with someone who thinks they saw a UFO on one of the nights that Violet went missing. Aliens will be... Anyway, now you're here, it's time. What do you suggest we do with Alice Monroe? Ich werde sie bei ihrem Haus beschützen. Monroe's a local treasure around here, Sam. Don't let anything happen to her. Alice, ich bleibe bei dir.
Sam, I'm not sure. Do you think you can stop someone from trying to kill me? Ja, ich wurde beschenkt mit gewissen Fähigkeiten. I know you're just trying to make me feel better, but that's a weird thing to say. Maybe I'd be better off with one of Chief DuPont's officers. Nein, sorry, bei mir bist du sicher. I guess at least you've still got a sense of humor, even when we're surrounded by death. Perhaps it's a good trait to have. Sag bloß, das ist jetzt das Finale. Vor allem, ich könnte mich ja als Alice shapeshiften, theoretisch, und mich ermorden lassen, und sie wäre halt in Sicherheit. Also hat dann überlebt. Und ich weiß halt aber nicht, wer der Mörder ist. Und das sind wir, oder? You're too late. She's gone. Sie ist tot? No, she's not dead. Well, not as far as I know anyway. Just ain't here. Maybe she did skip town after all. Maybe she did. I'll put out a miss before. Check in with her parents. We'll find her. If she can be found. It's 11 o'clock. I'm Poe, and this is your August update. Ich hab Alice gerettet! Investigating the murder of 21-year-old Dorota Shaw say they are getting closer to apprehending the killer. The death of Miss Shaw, who was found strangled at her home late last night, has sparked a massive police operation and caused alarm amongst August residents. Monroe has some personal business to attend to, but she sends you all her love and hopes to be back on the air tomorrow. And Monroe, if you can hear me, I'm sending my love out to you too. That's 11 o'clock with Poe. Ich hab Alice gerettet, ich hab Alice gerettet. Oh, ich bin gut. Nächstes Kapitel. Sam, I have some bad news. We've done a group reading, and it's you. Bin ich das nächste Ziel? I don't know, Sam. I don't know what to say. It's normally a death sentence, but with you, it might be different. Warum mich? I think you've interfered too much. That's why you're the next target. I've called Chief DuPont already. He's asked that you meet with him. You should go, Sam. Be careful. The Fool, der Narr. Och Gottchen. Sam, it's almost midnight. You're still alive. This is a good thing, but no one's even attempted to kill you yet. You've given me a lot of evidence, enough to arrest someone. But who? Make the right decision, and you should be safe. If we don't, well, we've all got to sleep at some point. I can get someone to guard your room at the guest house, but it might not be enough. So, Sam, who should I arrest? Hinweis. Was glaubst du, wer es ist, Chief? During that whole thing with Alice, the only people I couldn't keep track of were Rain, Zach, and Violet. I don't want to believe it's Violet, but that's why you're here. You're impartial. Out of those three names, who was with Dorota at the time of her murder, or who has an alibi that doesn't check out? This is on you, Sam. Just give me a name. Oh boy. Wer könnte der Mörder sein? Ich persönlich... Das... Er könnte auch der Mörder sein. Lexi, ich will's eigentlich nicht glauben. Bronwyn? Unwahrscheinlich. Alice? Naja. Poe, Oscar, Rain. Violet? Wegen ihrer Schizophrenie. Zack? Rain. Verdammt, es könnte... Mann, das ist verzwickt. Ich würde gern irgendwie speichern.
Ich gehe jetzt mit Zack. Zack, I don't trust him either. He's definitely creepy. I'll go and pick him up myself. With all the information you've given me, I think it'll be enough. Maybe he'll confess too. That would help. Good luck, Sam. If you pick the wrong person, bin ich tot. you're in danger. Aber immerhin weiß ich dann am Ende, wer der Mörder ist. Beziehungsweise, ich werde ermordet und weiß aber nicht, wer der Mörder ist. Ich glaube, du wirst im Schlaf ermordet. Sam, you asked for these earlier. Make sure you get some sleep now. You'll need it. Night. Grüß dich, Teron. Schönen Abend dir. Und ich wollte schon sagen, komm, jetzt ist es Violet, die mich umbringt. I'm sorry, that was in bad taste. Bronwyn asked me to check that you're okay, and you seem to be. Well done catching a killer, by the way. Well, hopefully you did. Scream if you need me. It's 1 o'clock in the morning, and this is Poe with your August update. Kill we or don't cure. normally have them at this time, but since there's a killer on the loose, I feel it's my duty to keep the radio station manned. I personally spoke with Chief DuPont earlier, and he thinks they're close to catching the killer. Until that happens, though, please lock your doors and stay inside. Remain vigilant. The light has faded, and so has my fortitude. I see things in shadows, behind doors and under desks. I hear the chattering of teeth and the glee of insects waiting to feed on me. The studio undulates like a heart that beats its last beats. I can't go on. I must to bed. Forgive me, Lady August. Forgive me. Was heißt, ich werde umgebracht? Wir spielen einen Gestaltwandler-Detective, müssen einen Mord aufklären, und zwar den von Dorota Shaw, 21, wurde im Schlafzimmer erwürgt. Verdächtigen sind die Tarotkartenleser, aber die erweisen sich, nachdem wir die Geschichte als unschuldig, mehr oder weniger. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob ich den richtigen habe. Also Zack, der Fotograf, der ein bisschen creepy rüber, oder was heißt ein bisschen, der ordentlich creepy rüberkommt. Also ich bin gespannt, wer unser Mörder ist. Und ich bin gespannt. Sam, you're still with us. I had to give you a pretty high dose of Rohypnol to drag you in here. I could have killed you in your room, of course, but that would have looked pretty suspicious. Nein, er ist es also. Na, da bist. Are you Rain? Oh, naja. Jedenfalls, das wäre auch so ein Plot-Twist gewesen, wenn ich selber der Mörder gewesen wäre. Aber. Nein. Weil der Mord geschah ja schon und wir kamen dann erst zum ersten Mal an die Stadt nach und sollten Nachforschungen anstellen. Also ist er dann doch der Mörder. Es sei denn, es ist nur eine Show-Einlage. Ja, und ich wette, du, Malkaff, bist der Täter. Ich gestehe gar nichts. Und guten Abend, Bierstübel. Einen schönen Abend wünsche ich dir. Wir spielen heute mal The Shapeshifting Detective. Hab zumindest vor über 4 Stunden begonnen. Das Spiel geht ja nur 3 Stunden, wenn man der Main Story folgt. Das Spiel geht 4 Stunden, wenn man auch den Nebenkram macht. Aber wenn man wirklich alle Achievements und so weiter haben will, 7 Stunden. Aber ich habe definitiv nicht alle Achievements. Aber mit meinem Spürsinn bin ich so weit dahinter gekommen, dass wir Alice gerettet haben. Bist du Rain? Yes, I'm Rain, but I can't remember. I don't remember. I'm being possessed, but I can't get caught. If they don't care, Sam,
They don't care what happens to the vessel. Some sick traveller is using me as a killing machine, and then they'll just dump me. But you're gonna get me stuck in prison. I can't have that. I can't let you do that. Wechsel zu Bronwyn, Wechsel zu Rain. Verdammt, auf wen würde er hören? Ich glaube, wenn ich das nehme, Bronwyn, würde ich das Achievement bekommen. Er ist sauer auf Bronwyn, deswegen Wechsel zu Rain. Sam, Rain? You changed into me. Interesting. Either you're a shapeshifter and you've been playing us all along, or you're the traveller, using Sam as a vessel right now, using some freaky trans-dimensional powers. And I think it's the latter. Na komm, tu es schon. Goodbye, Sam. Thank you for observing that minute's silence. August has lost many good people in the last few days. Dorota Shaw, Violet Gallagher, and our very own Alice Munro. In a police statement released this morning, Chief DuPont has asked people to seek safety in company and remain vigilant. The most recent body found with multiple stab wounds is still being examined by August's coroner. They're unable to confirm the identity or even species of the victim at this time. The killer remains at large. Nun, du wurdest ermordet. Der große Schlaf. I am Dorota. I am 21 years old. I love playing cello, and I just been awarded a scholarship to Juilliard. I just love cello. I love all string instruments, but cello is rich and deep and soothing, at least to me. No, cello is my hobby, but my real passion is... It's silly, it sounds silly. Well, I would like to build a time machine. I know. But it is possible. I think people make mistakes. They do things they regret and they say things they don't mean. I want to go back in time. I want to make better choices. War auf alle Fälle ein recht interessantes Spiel wie Shapeshifting Detective. Ich werde es privat nochmal durchspielen. Wobei, fortfahren? Wo wurde... Ach, okay, hier. Sam, Rain? Okay, ja, nee, Spiel verlassen. Okay. Das speichert immer nur dann da bei einer Entscheidung. Okay. War auf alle Fälle interessant. Zu bemängeln, was ich an diesem Spiel habe, ist die Übersetzung von Englisch auf Deutsch. Die war ja mal hier und da... Naja. Nicht gerade die beste. Genauso wie diese Hänger, wo das Spiel manchmal hat. Dass da auf einmal das Video stehen bleibt, du hörst den Ton und auf einmal 3 Sekunden später nach dem Hänger naja.
Also es gibt da definitiv noch einige Achievements zu holen. Aber 253 Minuten, sehr interessantes Spiel, hat Spaß gemacht. Dann gucke ich mal kurz was nach. Wie viel Uhr haben wir denn? 20:18 Uhr. Wobei... Ich wollte gerade sagen, ich könnte ja nochmal neu... Das Problem ist, man kann halt die Sachen nicht überspringen. Das finde ich ein bisschen schade, dass man nicht so durchrushen kann. Von wegen so, ja, lass mal sehen, was hier... Na. Was man bereits gesehen hat, dass man das ein bisschen überspringen kann. Dass man nur noch aussuchen muss, von wegen die Entscheidung oder die Entscheidung. Ansonsten hätte ich gesagt, ja, komm, nochmal einen Schnelldurchlauf. Oder ein paar Entscheidungen anders machen. Vielleicht noch die ein oder anderen Achievements rausholen. Weil, jetzt muss ich gerade mal gucken, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Achievements geholt von 21. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Hashtag Gewinn. Agent X, erweitere dich. Schauen wir mal, ich bin ein Detektiv. Wähl des Dorothas Mörder beim ersten Mal. Eine Frau verwöhnt. Du hast Violets Knöpfe gedrückt. Wahrscheinlich als Zack. Keine Ahnung. Highlander. Bronwyn sagt, sie ist unsterblich. Wenn ich Lexi sage irgendwie, bist du unsterblich irgendwie? Verwarnen Danny. Du brachtest den Chief dazu, Leute zu verhaften. Okay. Du hattest eine Aufgabe. Du sagtest, Oscar, du wirst ein Shapeshifting Detective. Ja, da sollten wir ja die Klappe halten. Potent. Du wurdest von Poe geschlagen. Voyeur. Du hast alle Videos von Dorota gesehen. Okay, dass ich schon Zack. Okay, da hätte ich mit Zack wahrscheinlich. Oscar gewinnt der Vorführung. Du bist mit Oscar abgegangen. Okay. Großer Rain. Rain ärgert sich über Bron. Das wäre wahrscheinlich das Achievement gewesen. Huhn, also Chicken. Du hast Alice mit Danny alleine gelassen. Danny? Ach, ja, okay. Ja. Wenn ich sag, nee, Chief, du wirst hier. Zeig mir etwas Haut. Du bist bis ans Äußerste bei Zack gegangen. Entweder mit Lexia oder Lexis oder mit Violet. Und Bullseye, du hast Zack in die Eier getreten. Das Achievement hätte ich so gerne gehabt. Weil Zack ist ja mal wirklich ein widerlicher. Also gerade er. Ein richtig widerlicher Typ. Naja. Ich weiß jetzt nicht, wer alles noch da ist. Und sonst habe ich vollkommen vergessen. Wie geht's, Teron? Habe ich vollkommen vergessen zu fragen. Ich hoffe, Wochenende. War okay. Ich bin's. Frage, Nella, weißt du irgendwie heute wegen Dingens Bescheid? 7 Days to Die? Gibt's heute überhaupt 7 Days to Die? Frage für eine Freundin? Ich glaube, ein paar machen. Ja, es wäre halt interessant zu wissen, ob alle beteiligt sind oder... Wäre schon interessant zu wissen. Und ob gestreamt wird vor allem. Weil wenn jetzt nur 2, 3 in Anführungsstrichen Heinzele da sind, dann, naja. Da könnte ich genauso gut Dingens ausfallen lassen. 7 Days to Die. Nein. Deswegen frag halt. Weil es wurde jetzt auch nichts irgendwie hier angegeben und in Lämpchens Plan sehe ich leider auch jetzt nichts.
Als würde er mal irgendwie einen Plan machen. Panda wollte, Lämpchen wollte, Ringe oder Juwel sind schon da. Es sieht nicht wirklich danach aus, oder? Ja, also zumindest Juwel und Ringo, die sehe ich jetzt halt nicht im Voice. Deswegen bin ich gerade... Ich habe halt ein riesiges Fragezeichen. Es wäre halt schön zu wissen, mit Lämpchen. Streamplan. Ja, mal nachfragen, ja. Weil, wenn ich das jetzt halt wüsste, dann würde ich sagen, okay. Dann gibt es jetzt nämlich eine Pause. Dann kann ich noch Zeug im Hintergrund ein bisschen erledigen. Und später wird der Stream angeworfen mit euch. Aber ich schreibe mal ganz kurz. Ist heute 7 Days to Dorf. Frage für eine entfernte, bekannte Freundin der Tante von mir. So. War heute mal auf ein Food Festival mit Food Trucks. Food Festival mit Food Trucks. Wie genau darf ich mir das vorstellen? So ganz normale Food Trucks, irgendwie so Imbisswagen, die verschiedene kulinarische Gerichte präsentieren irgendwie und Schweine Geld kosten, oder? Ja, so ungefähr mit Liveband. Oha. Weil zumindest die Food Trucks, wo ich kenne, da habe ich auch mal gedacht so, ja, was ist, ja, bringen wir mal was vom Imbisswagen, irgendwie so eine Currywurst so. Das heißt jetzt nicht Imbisswagen, das heißt irgendwie Street Food, irgendwie, ach, was weiß ich, wie die Kids das heutzutage so nennen. Dann guckst du dir das Essen an, denkst so, naja, sieht ja irgendwie schon ganz geil aus. Dann guckst du manche Gerichte dann an und denk mir bei manchen Gerichten, wer bindet euch eigentlich bei der Namensgebung euch morgens die Schuhe zu? Wenn du hier da irgendwie liest von wegen Maultaschen in grün Smoothie oder irgendwas und dann ziehst du den Preis 7,50 €, nee, leckt mich. Also das ist gar nicht mehr wie ganz früher. Gehst zum Imbisswagen, ja, ich hätte gern, was weiß ich, eine Thüringer im Brötchen mit Senf. Jo, das macht 3,50, so nach dem Motto. Jetzt heißt es ja Street Food Truck oder irgendwie sowas. Das ist, keine Ahnung, es ist mir extrem dubios. Mittlerweile. Manches Essen ist zwar ehrlich gesagt nicht schlecht. Ich kenne es ja mehr oder weniger durchs durch das Weihnachtsessen. Da hat man ja auch so einen Foodtruck kommen lassen. Wir haben ja dafür nichts bezahlt, aber die haben schon auch gezeigt, so Preise. So eine kleine Portion, zum Beispiel schwäbische Pasta, also Spätzle, mit Gemüse, mit Champignons in der Rahmsoße drin, 7,50 €, wo ich mir auch so denke, hallo? Spinnt ihr? So. Es wurde nichts vereinbart oder bekannt gegeben. Ach, mein Gott, hey. Junge, Junge, Junge. Ich liebe es, wenn man nicht Bescheid geben, wenn man nicht irgendwie sagen kann, hey, so schaut der Plan aus. Naja. Hab mal mexikanische Tortillas gegessen. War mal lecker für das eine Mal, dass jemand in der Gegend war. Mexikanische Tortillas. Warte mal, das wird doch mit Maismehl irgendwie gemacht. Was ich unbedingt... Nee, nicht... Oder heißen die Tacos? Ich weiß nicht, du machst ja auch so aus Maismehl. So, Tortillas, glaube ich. Dann, Käse irgendwie. Oder,
Ich glaube Hackfleischfüllung, dann irgendwie Käse drüber, dann noch mit Topping. Das soll mega geil sein. Wollte ich auch schon mal selber probieren oder selber essen. Find mal aber so einen verdammten Taco-Laden oder Tortilla-Laden. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, mach das mal selber. A, eine Riesensauerei. B, laut Rezeptur, ja, du brauchst nur 30 Minuten für den Quatsch. Zubereitung 2 Stunden. Deswegen denke ich mir so, nope, not gonna happen. Ja, okay, was jetzt machen? Also, 7 Days to Dorf wurde irgendwie nichts vereinbart oder bekannt gegeben. Es wäre schön, wenn mal ein regelmäßiger Plan da wäre. Naja. Ja, gut. Viel zu teuer, aber lecker. Deswegen heute mal gedacht, das ist super, wie viel zu teuer. Lass mich raten. Warte mal, Tortilla. War es das, was ich jetzt gesagt habe? Irgendwie mit Hackfleischfüllung und dann mit Käse und mit Topping? Oder sind das Tacos? Weil wenn ja, dann würde ich den Preis auf, dass ein Streetfood-Wagen ist, auf 8,50 € tippen. Maximal auf 9,50 €, Minimum 7,50 €. Weil das wird nämlich aus Maismehl gemacht. Und Maismehl, selbst bei uns hier unten, nahe Stuttgart, weil ich habe ja auch Bauernläden, ist das Maismehl fast doppelt so teuer. Naja. Okay, da anscheinend 7 Days to Dorf nicht. Konkutin hat bei mir mit Hähnchenfleisch bestellt. Lauli ein Veggie, also vegetarisch, ohne Fleisch. Oh, okay. Naja. Gut, da anscheinend nichts bekannt gegeben wurde, machen wir halt hier Feierabend. Ich würde es privat auf alle Fälle nochmal anrühren wie Shapeshifting Detective, weil ich bin gespannt, was ich noch alles hätte machen können. Oder vielleicht werde ich im nächsten Stream ein neues Spiel machen, neuer Durchgang, alles Mögliche wieder machen, gucken. Vielleicht kriege ich ja noch die ein oder anderen Achievements, das entscheide ich spontan. Einfach mal gucken. Ansonsten würde ich jetzt Feierabend machen. Und ich schaue mal, wo ich euch hin raten könnte. Kenne ich nicht, kenne ich nicht. Sagt mir vom Namen was. Aber nee. Ich könnte euch zu Andy schicken mit Enshrouded. Aber da bin ich viel zu selten. Viel zu selten. Genauso wie Collins. Nee, wisst ihr was? Ich schicke euch zu Madel. Da wird sie sich freuen. Die spielt zwar auch Enshrouded, aber wenigstens weiß ich, bei ihr seid ihr in besten Händen. Naja, dann gibt es heute wahrscheinlich keinen 7 Days to Die. Dann zieht man sich vielleicht, ja, mal gucken. Morgen ist ja Betriebsversammlung. Morgen werde ich... Alter, diese scheiß Webcam, ne? Dieser scheiß Anschluss. Naja. Morgen ist Betriebsversammlung. Ob ich morgen zum Stream noch komme, weiß ich nicht. Die Busse fahren um 8 Uhr los. Um 16 Uhr oder 16:45 Uhr ist Rückfahrt. Mal gucken. Wie es ab morgen die Woche wird mit Stream, weiß ich nicht. Spätestens Freitagabend vielleicht. Samstag, denke ich mal wieder. Sonntag möglicherweise. Gleich vorne abgesagt. Vom 18. bis 24. habe ich Urlaub. Da kriege ich leider Besuch. Ob ich da zum Stream komme, weiß ich nicht. Weiß ich definitiv nicht. Vielleicht kann ich meinen Besuch mehr oder weniger sagen, hey komm, willst du mal sehen, wie ich streame und so weiter?
keine Ahnung, so einen kleinen Koop-Stream machen für vielleicht so 1-2 Stunden. Mal gucken. Ansonsten wird es wahrscheinlich vom 18. bis 24. Nee, vom 18. bis 22. kein Stream geben. Und 23. März erst am späten Abend. Oder gegen Nachmittag, Abend erst wieder. Und spätestens am 24. Ja, ich brauche einfach mal einen geregelten Streamplan. So, jedenfalls schicke ich euch jetzt zum Madel. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Dabeisein. Ich wünsche euch einen schönen Restabend. Einen schönen Restsonntag. Für morgen einen guten Start in die Woche. Sollte man sich nicht mehr sehen heute, dann vielleicht morgen. Ansonsten kommt doch kurz noch mit rüber zum Madel. Schönen Restabend. Gute Nacht an alle, die dann ins Bett gehen. Macht's gut, bleibt gesund, ihr Lieben. Und bis die Tage wieder. Bis dann.